Wichtigste vergessen. Das Background Light. Hi. Was geht? Controller ist da. Perfekt. Wenn der Controller da ist, dann bin ich glücklich. Quasi. Lol. Let's go. Rin in den, vierten Aal. Don't ask. Hi, Morph! Boah, fast den Start verpasst. Ah, schwierig. Hashtag late! Shame on you. Dieser Moment, wenn man dieses Hashtag late nicht mehr auf den Streamer zuhämmern kann, weil er keine festen Zeiten hat, sondern stattdessen auf die Zuschauer hämmern muss. Das ist schon weird. Oh, hi Chaos Party, was geht? Was geht, wie geht's, wie steht's? So. Da ist eine neue Mission. Gut, das auch. Juckt aber keinen. Zwischen Licht und Schatten. Erkundung des Reiches des Wassers. Des Reichs des Wassers. Paparazzi spielen. Würde ich mal so behaupten. Let's go. Ja. Zu doof, dass der Teleporter unter der Erde ist. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Bötchen fahren. Ist so eine Vermutung von mir. Die Frage ist, wie komme ich zum Bahnhof? Wait a minute. Hier hoch? Nee. That's wrong. Oh, sei froh, dass ich noch wach bin. War am Weg zum Sofa. Oh, schwierig. Den Umständen entsprechend gut und dir. Den Umständen entsprechend gut, okay. Umständen entsprechend klingt nie gut. Aber egal. Läuft soweit. Also, Wetter macht sich langsam wieder freundlich mit mir. Punkt A, Punkt B. Weil es ein bisschen eher schade als gut. Braucht noch einen Schirm. Mein aktueller sieht ein bisschen mein aktueller Schirm sieht ein bisschen schwierig aus. Und zwar so. Wie ist das passiert? Nun ja, also Punkt A, es ist relativ günstiges Material, logischerweise, weil sonst wäre der Schirm nicht so günstig. Punkt B, wenn du in der einen Hand eine Pizza und in der anderen Hand einen Regenschirm hast, du gerade durch eine Tür gehst, die eingehakt ist über eine eigene Verhakung, also nicht irgendwie mit einer Kette oder sowas, sondern wirklich so einer internen Verhakung, also so 2-Phasen-Türe, ja, die ist so leicht verkantet. Und du diese Tür zumachen willst, dann machst du das mit Sicherheit nicht mit der Pizza. Ich habe es mit dem Schwert versucht, ja. Schwert genommen, angesetzt, am Griff, wollte es hebeln. Und die Tür dachte sich so... Doch. Und die Tür dachte sich so, nö. Not today, bitch. Tatsächlich am Samstag. Also seit Samstag ist mein Regenschirm im Eimer. Ich habe schon neue bestellt, so ist es nicht. Aber ist halt ein bisschen belastend. Ich nehme es mit Humor. Ich habe selber verschissen, jetzt weiß ich, wie stabil das Ding ist. Abgesehen davon war der Schirm an sich schon relativ schwieriger Zustand. Ein paar von den Streben haben sich schon vom Stoff gelöst und die Spitzen von den Streben sind auch schon abgebrochen und so weiter. Es ist okay. Welche Linie war jetzt welche?
Wir nehmen mal die Navia-Line, glaube ich. Guck mal, wo die so hinführt. Hoffentlich da, wo wir hin wollen. Ich habe aber die Befürchtung eher nein. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Hochfeucht. Das ist definitiv falsch. Die führt nach, hier. Da habe ich ja schon alle Teleporter, das ist doof. Mach mal nicht. So. Palais Memoria. Gehen wir noch einen höher. Achso. Okay. Ergo, Ebene 2 ist unser primärer Weg. Ich sehe auch gerade, der Weg hier ist komplett kaputt. Okay. Wir wollen ja aber noch bauen anscheinend. Zumindest ist das der Plan. Oder da war mal was gebaut. Ist jetzt kaputt gegangen. Genauso wie hier oben. Ja. Right. So, Welcome to the court of Fontaine. Please watch your step. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber auch gut. Ich gerne das hier haben. Danke. Guten Tag. Kann ich dir helfen? Ja, ich möchte gerne. Wann fahren wir ab? Ach ja, es ist bereits Zeit aufzubrechen. Let's go. Und jetzt labert sie wieder. Klappert uns wieder ein Ohr ab. Okay, I'm back to work. Please take your seats. It's time for our merry departure. Ihre This Gestik passt nicht zu omnibus ihrer tour is Sprache. bound for Romaritime Station, and I'm your tour guide, Aval. I'm here to tell you all about the amazing scenery we'll pass by on the Clementine line. Even though I'm not an expert tour guide, when it comes to interesting stories and important places in Fontaine, I definitely know a thing or two. I hope that my commentary will give you a newfound appreciation for this nation, and that you'll be inspired to visit every corner of Fontaine, just like Elfan was. Geht ja sogar Flügel. Da ist ein Inactivity serves no purpose whatsoever. Hydrokoloss drauf. Vögel. Die flüchten. Passengers, if you look into the distance, you'll see Elinas, large as a mountain. The hometown of us Melusines, Marisi Village, is right over there. There's a story about our hometown that I really liked growing up. The legends say, though, long ago, Elinas came to Fontaine and asked the people, "Is there anything I can do?" At the time, we Melusines were super tiny, and our hands were even smaller. And we were so sad that we couldn't build houses like everyone else. So the people said in unison, "Then why don't you become the home of the Melusines?" And thus Elinas just rolled over right there and poof! It's been a few hundred years since then. Na dann. So, ich habe hier einen Teleporter und den werde ich mir auch gleich krallen. Dementsprechend, When you think about it, Party ist everyone in gleich. Fontaine and Elinas really is gentle and kind. Also, Ave, es tut mir leid, ne? Deine Tour ist sicher super geil und so, aber ich muss hier raus. Bye!
Au. Wildschwein, immer noch so wild wie früher. Sad Melonesien Voices, ja. Hi Chris. So. Ah, dann noch ein Teleporter. Sogar ein Schrein. Oh, weia. So. Zeit, Paparazzi zu spielen. Ist da? Oh Gott. Ich sehe da so eine gewisse Truhe. Ach komm, YOLO. Willst du in Ruhe im Singleplayer erkunden? Tatsächlich erstmal ja. Also Plan heute ist dieses komische eine Event, das ich gerade anfange, das Paparazzi-Event, Erkundungen von bla, Fontaine, blablabla. Und danach Archon-Quest weitermachen. Let me weave you a Ja, mag ja sein. Das ist ja nichts an, dass danach trotzdem noch die Archon-Quest kommt und dann noch ein paar wilden Quests wahrscheinlich auch noch. Die man alle nur im Singleplayer machen kann. Also von daher. Möbelhaus! Ein Tisch. You gotta love seeing them. Those chests. Those Ikea chests. Ist halt, mach da, Foto von dem, geh nach da, Foto da. Und die Archonten-Quest ist eine 10 von 10. Ja gut, ich bin in Anfang von Akt 2, also keine Ahnung. I don't know. Die Gerichtsverhandlung war anstrengend. Und Weltquests existieren noch nicht. Warte. Was existiert nicht? Was existiert nicht? Ah. Plus eine Legendenquest. Und theoretisch ein Einladungsziel. Das sind für mich keine normalen. Also das sind zwar auch Weltenquests, aber darauf will ich nicht hinaus. Ich will auf Weltenquests allgemein hinaus. Guten Tag. Du bist der Falsche. Bresson. Entschuldigung, nicht Bresson oder Bresson, sondern Bresson. I guess. Bresson, glaube an dich selbst. Alle Geräte sind parat. Glaube einfach an dich. Puh, jetzt musst du nur noch ins Wasser eintauchen. Ganz genau, ins Wasser eintauchen. Um die Zuverlässigkeit dieser Geräte unter Beweis zu stellen. Und schon seid ihr mit eurer Aufgabe fertig. Was machst du da? Meine Güte. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ich habe euch gar nicht kommen gehört. Ihr habt mir solch einen Schreck eingejagt, dass ich fast ins Wasser gefallen wäre. Wenn ich nicht mein Gleichgewicht gefunden hätte, wäre die Fototechnik von Fontaine ins Wasser gefallen. Wir wollen dich nicht erschrecken. Warte. Du kannst also nicht schwimmen? Aber du bist offensichtlich ein Einheimischer. Wer hat gesagt, dass alle Einwohner von Fontaine schwimmen können? Fontaine schwimmen können. Nicht jeder in Liyue kann kochen und nicht jeder in Mondstadt kann Gedichte schreiben. Granted. Besonders der Oberbade kann keine guten Gedichte schreiben. Er kann nur besoffen sein. Das ist das Einzige, was er wirklich gut kann. Sorry, Venti, wir haben dich alle lieb. Nicht. Ist es echt Fontaine im Deutschen? Nein.
Wenn du es im Deutschen willst, heißt es Fontaine. Aber der Faktor ist, wir reden hier von Frankreich. Primary. With a little twist of English. Also sprechen wir alles Fontaine aus. Alles sehr französisch. Der Fontaine. Die sagen aber wirklich Fontaine. Weil sie alles auf Englisch aussprechen. Even Mondstadt. Das ist Mondstadt. Das ist wie Kartoffelgratin. Genau. Saubere Aussprache. Gratin. Gratin. Kartoffelgratin. Gratin. Oh. So wie Leo jetzt zwei Aussprachen hatte, Lul. Welche denn alle? Na gut, zugegeben, ich kann nur die englische Variante Leo, aber... Es ist auch wahrscheinlich auch nicht Inazuma, sondern Inazuma. Aber egal. Also du hast halt die jetzige... Früher haben die halt clean auch in Englisch Liu gesagt. Liu? Echt? .1 stuff. Hey Bro, I started then, okay? Schon lange nicht mehr. Es ist halt nichts daran, dass ich zu der Zeit auch dabei war. Nicht live? Da kann ich nicht nachgucken, aber ich war dabei. I've been there. Wir haben alle Voice Lines neu aufgenommen. Das kann ich mir gut vorstellen, ist auch gut so. Wie auch immer, ich kann jetzt nicht mit euch plaudern. Es hat mich viel Mühe gekostet, diesen Taucheranzug auszuleihen. Ich muss heute unbedingt ins Wasser gehen und ein paar Bilder machen. Darum geht es also. Gibt es etwas Besonderes an diesem Fotoapparat? Etwas Besonderes? Ich, Bresson Cartier, habe diesen Fotoapparat persönlich modifiziert. Das ist es, was ihn besonders macht. Ich habe ihn auf strenge, subtile Weise modifiziert und dabei die besten Materialien verwendet. Das Objektiv ist nun um ein Vielfaches besser als das von den anderen Fotoapparaten. Bei Aufnahmen unter Wasser weisen die Bilder keinerlei Qualitätsbußen auf. Aber diese Leute im Fotoclub, sie hatten gar kein Interesse an meiner neuen Technik und behaupteten, die Fähigkeiten des Fotografen seien wichtiger als seine Ausrüstung. Ha! Wenn ich mit diesem Gerät ein paar tolle Bilder machen kann, werde ich sicher diese Ignoranten zum Schweigen bringen. Sicher diese Ignoranten zum Schweigen? Okay. Am Anfang dachten ja alle auch nicht, wie groß, wussten auch alle nicht, wie groß Genshin wird. Gut, granted. Wobei sich das in der Beta schon so ein bisschen ausgefuchst hat tatsächlich. Es gibt tatsächlich Bilder von der Beta-Map. Und die war auch schon groß. Also nur von der Karte. Nicht von der Welt. Die Welt hatte natürlich nur Mondstadt, aber... Ne? Hinweis in dem zweiten Part
Musst du von Gegnern Fotos machen, lebend, versteht sich. Meinte Spielerzahl groß. Achso, ja, okay. Das stimmt. Das stimmt. Also Genshin ist innerhalb von einem Jahr riesig geworden. Und hat sich da auch gehalten. Und dann kam so 1,5 Jahre später so ein TOF, was ich dachte so, hey, da gibt es so ein Genshin Impact, das funktioniert sehr gut. Machen wir doch mal das gleiche, nur mit einem Custom Character Creator. Alle dachten sich so, boah, geil, man kann Custom Characters bauen und diese dann spielen. Nein, du spielst nur die Charaktere, die du dir ziehst, so wie bei Genshin auch. Gratulation, you just fucked up. Gleich viel mehr Budget, gleich mehr Qualität. Oh ja, das stimmt. Auch wenn ich zugeben muss, den deutschen Übersetzer sollten sie clean eine auf den Hinterkopf zimmern. Der Typ bräuchte mal ein bisschen mehr Schlaf und ein bisschen mehr Konzentration oder sowas. Keine Ahnung. Dem seine kleinen Fehler gehen wir gelegentlich dezent auf den Wecker. Das sind halt bestimmt 2 Leute. Ja, das ist... Dann sollen sie die besser bezahlen oder mehr Zeit geben. Was weiß ich, keine Ahnung. Und auch einen dritten dazu holen. Diese ganzen Grammatikfehler im Deutschen, die ich teilweise sehe, boah, Bruder. Für mich als Streamer ist das echt asozial, weißt du? Ich lese dann die Sätze und denke mir so, hä, what the fuck? Um sie dann zu korrigieren. Immerhin hat auch Content, aber ist trotzdem eher hinderlich. Gut, Vorteil an der Stelle für mich ist natürlich, ich kann eh kein Voice Acting, dementsprechend ist es weniger störend. Ja, da heißt es halt hier, hast du Text? Übersetz mal in der Woche. Ah, okay, granted. Und ganz spaßig wird es dann, wenn du ganze Bücher-Items oder ganz riesige Texte oder sowas hast. Ich sag nur, so viel Text. Wir reden hier von Areal 12. Schriftgröße. Komplett ausgefüllt. Ja, genau, Sumeru. Ich guck dich gerade an. Mit deiner komischen Bibliothek. Das einzige und auch das letzte Mal, dass ich ganze Texte vorgelesen habe, die da drin stehen. Diese Bibliothek, die du nur ein einziges Mal betreten darfst, diese verdeckte Bibliothek, wo es darum geht, was Il Dottore alles getrieben hat in seiner Vergangenheit. Und dieser Bibliothek rede ich gerade. Die Texte darin war elendig lang und ich habe sie alle vorgelesen. Und wie gesagt, das war das einzige und das letzte Mal, dass ich Texte wirklich vorlese. Alles andere scroll ich nur durch. Hatte ich genug gehabt in dem Moment. Dass ich auch wieder anfange, Questgebern eine Stimme zu geben, ist schon ein Wunder. Puh. Resson, glaube an dich. Glaube, die Wassertemperatur ist genau richtig und es gibt überhaupt keine menschenfressenden Fische im Wasser. Oh Mann. Ist dieser Taucheranzug wirklich sicher? Er könnte plötzlich unter Wasser explodieren. Danach könnte ich von den Strömungen in die Tiefen des Wassers gezogen und niemand würde mich je finden können. Oh, das kann ja heiter werden. Wenn du es wirklich nicht schaffst, werde ich dir unter die Arme greifen. Ich kann ein paar Fotos unter Wasser für dich machen. Wirklich? Du möchtest mir helfen? Oh, hilfsbereiter Herr, du bist wirklich meine Rettung. Die beiden Dullis, die dir ihre Präsentation über Sumeru gegeben haben in der Main Quest. Der sich dann ja auch nochmal geändert hat. Ja. Durchgescrollt. Arschlecken. Clean. Also. Ne? Ich war in dem Punkt sowieso. Das war das Allerfieseste, ne? Ich war im Teamspeak
Und da kamen dann plötzlich Leute um die Ecke, die was von mir wollten. Dringend. Weißt du? Wichtig. Dann bin ich da drin, lass die Sache nebenher laufen. Und dann gehe ich das erste Mal in diesen Aqua Express. Fuck my life. Auf der einen Seite muss ich den Typen zuhören, auf der anderen Seite reden die Figuren. Einfach weiter. Ich kann machen, was ich will, keine Chance. Ich kann es nicht pausieren. Die Cutscene lief einfach durch. Konnte nichts machen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen sehr ärgerlich an der Stelle, aber gut. Steckt man halt manchmal nicht dran. So. Aber du musst mich bezahlen. Die Zahlung muss jedoch nach den Regeln der Abenteuerregel erfolgen. Ja, F, dachte ich mir wirklich so. Das erste Mal, wo ein Dialog nicht unterbrechbar war. Obwohl er auch noch die Option hatte, dieses automatisch Abspielen, Starten oder Beenden zu nutzen. Das war der purste Scam vorm Herrn. Aber egal. It is what it is. Eine riesige lange Konversation. Wir hatten 2 Konversationen gleichzeitig. Einmal die Konversation vom Spiel, einmal meine Konversation mit der Person und dann, ja. Ich grinde gerade Genius Invocation TCG. Oh Gott, nein. Nein! 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 Granted, ist ein cooles Konzept. Ich finde es auch cool, dass sie da echt ein cleanes Minigame ins Spiel mit eingefügt haben dadurch. Aber ich lasse es links liegen. Ich lasse es clean links liegen. Ich habe meine Kanne. Sie braucht schon genug. Wir brauchen nicht noch ein Kartenspiel. Auch wenn es echt cool ist. Granted. Aber nein. Die lasse ich liegen, Lul. Ja, siehst du? Tja, du bist ja auch nicht so ein Wal wie ich. Du musst hier einen Charakter haben. Die Rewards in der Kanne sind halt quasi, willst du mich verarschen? Für jeden Charakter, den du hast, kriegst du 80 Urgestein. Mit dem richtigen Möbelset. Nein, sogar noch mehr. 80 bis 120. Manche Charaktere werden noch 3-mal verwendet. Bei den alten wurde das viel gemacht. Seit Sumero ist das Clean einfach nur, Nee, das sind 40. 40 Urgestein pro Set. Plus halt auch diese ganzen Level-Materialien, die du noch zusätzlich kriegst und ein bisschen Mora, ja gut, das juckt eh keinen. Aber so diese ganzen Elementarkristalle, hallo? Gönnung. Bisschen hier und da Levelmaterial in Form von Rollen oder was weiß ich, Büchern, Gedöns, Baumzeug. Waffenlevelmaterial ist ja auch manchmal dabei. Schon cool. Natürlich werde ich dich nicht umsonst um Hilfe bitten. Du wirst eine stattliche Summe erhalten, vertrau mir. By the way, mein Tainari ist Level 90. Talente crowned. Ja. Hab ein wenig gegrindet. Wem's gefällt, wer's braucht. Gutes zu dem. I don't need it. I got my cap. It's called 80. 80 is fine. I don't need more. Ah, richtig. Ich muss noch einige schöne Orte unter Wasser auf der Karte auf deiner Karte markieren. Und noch einige auf dem Land. Es sollte hier sein. Gut. Und da es sich um das allerneueste Gerät handelt, wäre es ratsam, es in verschiedenen Umgebungen zu testen. Ja, das sollte gehen. Ich lege die Zukunft der Fotografie in Fontaine und das Schicksal meiner Erfindung ganz in deine Hände. Und ich werde am Ufer auf dich warten. Fehlen noch die Dreckspilze, also... Ich
Sporen der Pilzgegner. Gut gemeinter Rat. Nutze nichts, was mit den Pilzen, also was mit irgendwie mit Dendro agiert. Sei es Feuer, sei es Blitz. Ja, einfach nur kein Blitz und kein Feuer verwenden. Also sonst kriegst du dieses scheiß Skeletorium, was kein Schwein braucht. Also wirklich kein Schwein. Man braucht es wirklich nicht. Skeletorium ist Trash. Ich will es verkaufen oder wegschmeißen, mir egal. Aber mal eben 200 blaue Sporen sammeln ist geil. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe zig Millionen Pilze getötet und habe dafür Millionen Skeletorium gekriegt, weil ich die ganze Zeit mit Raiden spiele. Dann dachte ich mir so, okay, ich mache mal ein anderes Team in der Velurian Mirage. Mhm. Habe ich mal das Team, statt Raiden habe ich dann Ganyu und Yoimiya dabei gehabt. Lief genauso geil. Yoimiya hat die zur Verbrennung gebracht. Auch wieder das Skeletorium-Drop. Ich so, fick dich. Dendro auch eine ganz schwierige Nummer. Bloß nicht verwenden. Pilze sind Kacke. Pilze sind einfach clean Kacke. Verwende den besonderen Fotoapparat von Bresson, um die gewünschten Ziele zu fotografieren. Wenn sich ein Zielobjekt in der Nähe in deiner Aufnahme befindet, nicht in der Nähe, in der Aufnahme. Wenn sich ein Zielobjekt in der Aufnahme befindet, wenn du bereit bist, ein Bild zu machen, werden Informationen darüber angezeigt. Passe den Abstand und den Fokus an, um noch besser das einzufangen, was du aufnehmen willst. Du kannst alles fotografieren, was die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Wenn du nichts finden kannst, was aufgenommen werden sollte, kannst du die von Bresson empfohlenen Orte aufsuchen, um nach den Zielobjekten zu suchen. Okay. Xenochromatische Fontaine-Mutanten. Tja, ich benutze Geo, Hydro, Hydro, Kryo. Von daher hatte ich nie das Problem. Wait, du musst nicht mal zwingend zu den Orten. Wack. Ah ja. Man muss nur wissen, was ist. Also das Problem an der Stelle ist, ein Handbuch ist eher so schwierig. Hässlich! Der ist ganz cute. Genauso wie der. Hässlich! Ja, mit Fisch brauchen wir nicht drüber reden. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Kapitel Fisch jetzt so riesig ist wegen gewissen neuen Ländereien? Ich habe nicht mal alle Mechas gefunden? Oh, wow. Das ist Abgrundwesen. Oh, okay. Gut zu wissen. Ein Meereshase. Ah ja. Okay. Es gibt ein paar neue in den tiefen Höhlen unter dem Meer. Das mit den Power-Ups weiß ich ja. Okay, der Leck war jetzt gerade ein bisschen schwierig.
Haben Tisch gefunden. So, da. Ach so. I see, I see. Vier Vogelarten, alles klar. Kriegen wir irgendwie hin. Das ist wieder derselbe Vogel. Minze. Warum ist diese Insel gefühlt ein großes Möbelhaus? Bin ich gerade so ein bisschen... Ah ne, warte mal, das war da hier unten. Ja. Muss schon Unterwasserfotos machen. Ja, das dachte ich mir schon, aber ich konnte es bisher nicht. Weil ich wahrscheinlich noch andere Items drin hatte und deswegen der mir die schnell so weggesperrt hat. Ich mache erstmal das, was ich so in der freien Welt finde. Vögel, Köter. Kann ich auch, eigentlich kann ich auch schwimmen, das bringt mir nichts, weil laufen ist momentan schneller. Köter findest du halt in der Stadt. Vögel auch. Ja, gut. Ich weiß halt, dass hier noch Vögel unterwegs sind. Die sind ja vorhin von mir weggeflogen, als ich mit dem Schiff hier lang gefahren bin. Deswegen gehe ich gerade hier längst. Eigentlich müsste ich für so eine Nummer. Wo habe ich's? Ah. Das Team rausholen. Die Viecher hauen eh nicht von mir ab. Übrigens, die Fahrten mit den... Was? Den Booten finde ich richtig cool. Das sind kleine Mini-Cutscenes, in denen du noch steuern kannst. Jein. Also... Jein. Also wirklich... Nee, sogar gar nicht. Ich würde es nicht als Mini-Cutscene beschreiben. Also es ist...
Einfach nur schlichtweg ein Transportmittel, in dem du von einem NPC zugelabert wirst. Du hast volle Kontrolle über das ganze Spiel. Du kannst auch einfach mittendrin abhauen. Ohne Probleme. Waren die Vögel hier draußen? Oder habe ich die Vögel clean verpasst? And away I go! Ich habe die Vögel clean verpasst. Wow. Me stupid. Well then. Back in the city we are. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei GTA, weißt du, suchst ein bestimmtes Auto, suchst es stundenlang, findest es nicht. Und kaum hast es, siehst du es überall. Make my escape. Also ja, nicht so, dass du auf dem Maps Spots markiert hast. Was? Ja, Thinking out of the box, you know? Thinking out of the box. Das werde ich dann ziehen bei den gegnerischen Dingen. Speaking of Köter. Make my escape. So, wo ist meine Lieblingsstelle? Wo die scheiß 2 Mistköter rumliegen? Ein weiblicher, ein männlicher? Wo ich sofort das Kotzen kriege, wenn ich die Viecher sehe? Muss ich eigentlich die Wachen nicht auch fotografieren? Ja, muss ich, okay. Da sind die 2 Mistköter. Die sind so hässlich! Aha. They have. I heard down the grapevine. Was sind die Xenos? Ah! Vogelarten. Ah. Auch gut.
So. Das ist belastend. Aha. Well, that's certainly a bird, if I've seen one. Jesus Christ, okay. Hat man leider schon. Hübsch sind sie ja schon, ne? Speaking of which. Yoinks. Check this out. Mistvieh. Luftschiffe und Türme? Seriously? Oh wow. Okay. Hoppala, das war jetzt nicht Absicht. Ups. Oder noch Vögelchen. Haben das alle? Ich glaube, das ist jetzt fertig. Hier brauche ich noch einen Vogel, brauche ich noch einen. Make my escape. Joinks. Das kann ich nicht fangen. Da ist ja rohes Geflügel drin. Okay. I did not know that one. Ach, die können nicht gefangen werden. Ja, okay, gut. Diesmal konnte ich es auch lesen. Ein Vogel vermisse ich noch. Anscheinend nicht hier. Was da? Du bleibst unter Wasser, okay. Und was da? Vogelarten aus Fontaine. Fontaine. Gut, ich bin aber weg. Dann einen schönen Abend noch, Chris. Danke, dass du da warst. Gönne er sich. Oh, Enten. Enten!
Ich bin die WC-Ente, Magma. Sie macht eine Arschbombe. Really? Don't you think I'll be too old for that by the time we're grown up? Aha! Oh, hier ist auch im Dunkeln. Ups, das war jetzt nicht mein Plan. Bleib mal stehen, Ente. Ente! Ente! Okay, zugeben, ich bin kein Ente, ich bin ein Schwan, ne? Wieso schwimmt der Fisch weg? Ich hab doch Sani und Aloy dabei. Ente. Eins. Aha. Samen farmen. So. Gut, haben wir fertig. Stimmt, mir fehlt nur der scheiß Meckerköter. Ja, diese scheiß Hunde, Alter. Don't you think I'll be too old for that by the time we're grown up? Make my escape. Die gibt's ja auch in Blau. Ja gut, Hilltrail ist jetzt nichts Besonderes, ne? Sind wir mal ehrlich. Fotografiere Sehenswürdigkeiten. Okay. I guess that's one. Make my escape. As well as them ships. Right? Wo ist denn Antoine Rocha? Ah. Antoine Rocha ist da oben. Na, dann holen wir uns doch mal Antoine Rocha. Also, wenn ich so die Basics hinter mir habe, kann ich auch mal die Dinger verwenden. So. Naja. Dankeschön.
Wie mache ich jetzt Unterwasserfotos? Ah, wenn ich ihn schon ausgerüstet habe, darf ich auch Unterwasserfotos machen. Verstehe. Wo bleibst du unter Wasser? Das ist. Ah. Musik unter Wasser ist schon ganz nett, ne? Also die Betonung liegt aber unter ganz nett. Oh. Ach so, das sind die Viecher. Ja, doch, die sind Unterwasserviecher, die mir Fähigkeiten geben. I see, I see. Ob ich hier irgendwo noch Dinger finde. So auf die Schnelle. Glaub nämlich nicht. Hi. Okay, bye. Na, Material eintauchen. Wuser. So, jetzt habe ich die Seerobben. Ich habe die
Manta, Rochen. Subaquatische Untersuchung. AK, ein Mecha-Rochen. Quasi. Es wird mit Sicherheit auch Mecha-Krebse irgendwann geben und... Du siehst nach einer ziemlich großen Schildkrabbe aus. Au. Das ist sogar ausnahmsweise agro. Wo ist die Asi-Krabbe jetzt? Medic Fischies. So. Jetzt lege ich mich mit den Krabben an, die eigentlich voll lieb sind und friedlich und eigentlich gar nicht schaden möchte, aber ich kann halt nicht anders. Irgendwie muss ich ja leider Gottes an meine Dinge kommen, ne? Ah. Erfolgreich Paparazzi gespielt. Rosa. Jetzt noch ein Auftrag dazu oder so? Nö. Right. So. Dann gehen wir doch nochmal nach oben zu den Bauern und hören wir uns mal an, was der zu sagen hat. Und danach geht's an, ja. An die Eichhornquest. I'm out of here. Huh. Make my escape. Yeah. Wagt es euch. So. Ja, Brudi. Was geht? Was kann ich für dich tun? Böse Dinger, ihr ungezogenen bösen Dinger. Am besten, ihr rennt weg in die Berge oder in die verlassenen Gassen an einen Ort, an dem ich euch nicht sehen kann. Was ist passiert? Ah, keine große Sache. Der Recke ist nur schon wieder geflüchtet. Das kommt öfters vor. Das letzte Mal ist er schon abgehauen, als er nur das Wort Untersuchung gehört hat. Dieses Mal sind der Prinz und die Prinzessin ihm gefolgt.
Wenn ich nicht bei der Arbeit auf dem Blumenfeld umgeknickt wäre und keinen verletzten Fuß hätte, würde ich mit den dreien schon zurechtkommen. Seid ihr Bergsteiger? Wenn ihr einen Platz zum Rasten sucht, könnt ihr euch für einen Moment ins Haus setzen. Wenn ich die 3 ungezogenen Dinger eingefangen habe, werde ich mich um euch kümmern. Ja, wir sind entschlossen, alle hohen Berge von Fontaine zu bezwingen. Wir sind nur auf der Durchreise. Ja. Ja, und wir lassen uns auf keinen Fall von unserem ursprünglichen Ziel abbringen. Nur weil es einen unlogischen Grund gibt, wie da drüben ist der Berg. Stellen wir uns doch erst einmal offiziell vor. Vor dir steht Paimon und das ist Rio. Wir sind Abenteurer und haben ausgiebige Erfahrungen darin, Leute aufzuspüren. Wenn dein Fuß verletzt ist, können wir dir helfen, diese Leute zu finden. Abenteurer. Und warum tragt ihr dann nicht die grüne Uniform? Es muss ja nicht jeder diese Uniform tragen. Besser gesagt, wir sind sehr erfahrene Abenteurer und können deswegen selbst entscheiden, was wir jetzt anziehen. So ist das also. Als erfahrene Abenteurer steht euch wohl auch ein höherer Lohn zu. Kännchen, gute Kännchen. Ihr könnt mich Earnshaw nennen. Wir sind in England angekommen, weil das ist definitiv nicht französisch. Es wäre großartig, wenn ihr mir helfen könntet. Jawohl, und du suchst nach einem Recken, einem Prinzen und einer Prinzessin, richtig? Das klingt nicht wie übliche Namen. Sind das die Spitznamen von den Kindern? Es sind Hunde. Oh, also Hunde. Hä? Sind das wirklich Hundenamen? Für Paimon hören sie sich eigentlich wie Namen an, die einem Kind eingefallen sind. Meine Tochter hat sie so genannt. Wenn sie nicht von Anfang an so rumgejammert hätte, hätte ich nicht solche zart beseiteten Tiere aufgezogen. Als tapsige Welpen waren sie ja noch niedlich, aber jetzt, wo sie zu ungezogenen Dingern heranwachsen, sobald man etwas strenger wird, sträuben sie sich und laufen davon. Selbst wenn sie nicht zu weit gerannt sind, müssen wir sie zurückholen. Der tapfere Recke bekommt es mit der Angst, wenn seine Zähne untersucht werden sollen. Wie lächerlich. Werden sie nicht von allein zurückkommen, sobald sie Hunger haben? Vielleicht kommen sie ja zurück, wenn sie sich ausgetobt haben und es dunkel wird. Schließlich haben sie es doch zu Hause besser als in einem Hundeleben. Nein, Regeln sind Regeln. Wenn sie einmal damit durchkommen, tun sie es immer wieder. Wenn sie etwas falsch gelernt haben, bekommt man es schlecht wieder aus ihnen raus. Recht hat er. Aber das sind doch nur kleine Hündchen, oder? Musst du wirklich so streng mit ihnen sein? Sie haben ja ein schlechtes Vorbild. Das dumme Mädchen hat sich schon vor einigen Jahren aus dem Staub gemacht und ist niemals wiedergekommen. Wenn sie wirklich dasselbe tun, würden sie mir doch eine Menge Ärger ersparen. Morpheus, Kev, ja. Aber sollte das törichte Mädchen jemals wieder nach Hause kommen und die Hunde, die sie sich unter Tränen erbettelt hatte, wären dann nicht mehr da, würde sie garantiert lange nicht mehr aus dem Heulen rauskommen. Und das, obwohl es ihre eigene Schuld wäre. Klingt wie ein Familienstreit. Na schön, wir sollten sie jedenfalls einfach zurückbringen. Wieder zurück ins Nest? Ja, der Wald auf dem Berg ist sehr gefährlich, besonders nachts. Verstehen das nicht. Es sind zarte Tiere, auch wenn es ihnen nicht gefällt, aber zu Hause sind sie sicher. Irgendwas stimmt mit dem Teamspeak nicht. Ich komme nicht in meinen Channel. Das liegt vielleicht daran, dass der Teamspeak komplett neu gemacht wurde, Morpheus. Ich kümmere mich eben.
Bitteschön. Ja, der Teamspeak-Server musste komplett neu aufgesetzt werden, wegen unserem kleinen Problemchen Morpheus. Und deswegen muss ich als aktuell einziger Admin mich darum kümmern, dass alle ihre Rechte wieder kriegen und ihre Channel-Rechte und Pipapo und tralala. Lass mich raten. Du gehörst mit Psycho zusammen und auch mit Leuche und Kanis? Ja, die Trust-Ränge haben wir noch nicht, tatsächlich. Die kriegt er auch noch alle wieder. Meine Güte. Ja, bitte, Psycho. Das mit dem Trust Factor Plus. Trust Ne? Factor Plus. Ja, Morph wollte es gerade erklären. Danke an der Stelle, Morph. Jo. Trust Factor Ränge sind noch nicht da, genauso wie die Sonderränge, die nur aus Dekoration bestehen. Aktuell haben wir nur Member, registriert, unregistriert und Gast. Und Admins. Okay, Also ich nehme auch Admin, ist okay. Ich wollte gerade sagen, also Admin geht auch. Trust Factor Plus nur mit Kicken und Bann. Nein. Aber Mami! Ja, dann, Ih! hol mal Leuche und Kanis bitte runter. Ja, lustigerweise habe ich das eigentlich gerade auch Morph gefragt im Chat und Morph hat mich geantwortet. Shame on you. Nein. Ah, okay. So langsam kommen sie dazu. So, da oben ist noch wer. So. Hallo, jemand So. mit Berechtigung. Yeah, Aber Hallo. So. So. Wunderbar. Ah, Danke für die Rettung. Gerne. Ja, irgendwie Ist ja momentan gerade. leider mein Job. Als einziger Admin auf dem Server. Wenn Tobi im Urlaub ist, ne? aber, ne? Richtig. So, dann texte ich jetzt mal hier. Ich darf in deinem Channel keine Texte reinschreiben. Ich hab mich gemobbt, so. Ey, du hast doch sogar den Operator von mir. Oh, weia. So, Morpheus, jetzt habt ihr da eure Codes gekriegt. Ist das geil. Mir ist auch noch ein Code, Psycho. Gut, was habe ich gerade eigentlich- gelernt? Dass registrierte Menschen und auch Operator nicht in den Channel schreiben können. Gut zu wissen, werde ich gleich notieren. Dankeschön! Jo, bitteschön. Probleme kann ich finden. Ich bin dann mal wieder in meinem Channel. Spaß. Jo, Wenn was ist, bitte. Jo. machen wir es mal testhalber. Schreibt mich mal alle mal mit Test an. Damit wir das auch abgeregelt haben. Also, es reicht ja, dass ich dich anstupsen konnte. Das reicht mir. Nein. Kann der schreiben. Ach, konnte ich dich nicht anstupsen? Konntest du, aber nein, das reicht mir nicht. Ich darf dich anchatten. Muss ich jetzt auch noch anstupsen oder reicht das? Nein, nein. So, anchatten geht. Gut. Dann, wenn ihr was findet, noch irgendwas, dann dürft ihr mir gerne die Sachen auch privat schreiben. Das klingt so, als wäre Kevin eine fremde Person für uns. Innerlich lache ich gerade. Ja, das klingt jetzt so. Ja, dann dürft ihr mich ausnahmsweise auch mal privat anschreiben. Das meine ich auf dem Teamspeak. Dann dürft ihr mich ausnahmsweise privat anschreiben. Hey, so ein bisschen muss ich die Admin-Rolle ja jetzt spielen, okay? Als einziger Admin auf dem Server. So. Wichtig ist noch, warte mal. Luca, kann ich moven? Hi, Luca. Das liegt wahrscheinlich jetzt daran, dass du Channel Operator hast und Channel Operator die Möglichkeit hat, Leute zu moven. Keine Das Ahnung. ist mein Channel. Ah, du bist Channel Admin, dann macht das diese. Okay. Aber ich konnte Kanis und Leuche nicht moven. Warte. Ja, wir sind ja auch Wahrscheinlich nicht in der mehr Lobby klemmen. registriert, oder sind wir jetzt wieder? Jetzt Dann liegt es vielleicht an dem Lobbyraum selbst. Möglich. Das kann sein. Warte.
Gut, okay. Keine Ahnung, was vorher nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich, weil du noch nicht den Admin hattest? Doch, ich hatte den. Okay. Den hattest du mir bis dahin schon verpasst. Okay, ich kann meinen eigenen Raum nicht betreten. Ernsthaft nicht? Du hast gerade eben. Insufficient Permission. Hä? Tatsächlich, ich kann ihn auch nicht hinzufügen. Aber du hast doch den Admin vorhin noch gehabt, das habe ich doch sogar noch gesehen. Ja, aber, ne? Double. Nö, insufficient Okay. permission. Aber Julia Shelley kannst du. Zusammenfassung, Morpheus Schatzkammer ist kaputt. Ja, Zusammenfassung, der das war ganze TS ist kaputt. Ja, das ja sowieso. Okay, in Kevs Raum. Oh, bin ich auch wow! nicht. Oh, wow, hast du dich, Rosens Raum Tobi? auch nicht. Oh, wow. Versuch's jetzt nochmal. Stille. Okay, das ging. Ja. Pass auf. Standardeinstellung in Nummern für dieses Betreten im Member-Channel ist Betreten 40. Ihr habt in eurem Serverrang das Betreten 41. Wahrscheinlich. Was hat Tobi bei deinem Channel verklickt? 41. Gerade so zu wenig. Belastend. Tschüss. So, Kevin, ja. wichtiger Auftrag liegt mir am Herzen, weil du mir am Herzen liegst. Du musst mich jetzt nach oben in der Channel gibst für den Operator. Nichts passiert. Und das war. Achso, sagen. Bevor er jammert. Jetzt bin ich zufrieden. In dem Sinne, viel Spaß bei Geistermom. Danke. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, weia. Back to Genshin. So. Kurze Admin-Dinge, Interferenz. Belastend. So. Ja, der Wald auf dem Berg ist sehr gefährlich, besonders nachts. Sie verstehen das nicht. Es sind zarte Tiere, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Aber zu Hause ist das so lol, den hatten wir ja schon. Der Recke ist weit in den Norden gerannt. Er ist schon ein alter Hund, aber immer noch sehr verspielt. Wenn er am Wegrand etwas zu fressen findet und nicht weiter will, darfst du ihn nicht nachgeben. Sollte er etwas Schlechtes fressen, sollte es ihm schaden. Und wenn er sich ganz sträubt mitzukommen, müsst ihr hart bleiben und das Futter vom Weg mitnehmen. Dann weiß er, dass es nach Hause geht. Die anderen beiden Streuner sind nicht weit. Sie toben im Garten umher. Es reicht, wenn sie in ihren Unterschlupf... Okay, ja, whatever. Hab keinen Bock mehr zu lesen. Zu viel geredet gerade. Die Aufgabe klingt simpel. Überlass das Rio Paimon. Herr Earnshaw. Warte hier auf uns. Wir sind bald zurück. Passt auf, dass ihr die Blumen im Hof nicht zertrampelt. Verstanden. Wir sind vorsichtig. Die Blumen, nicht die Blumen zertrampeln, richtig? Rio ist sehr wendig und Paimon ist noch besser. Paimon kann fliegen. Ja, ich gucke mir das gleich an, was sie mir alles schreiben.
Hauptsache die Köter dürfen es, aber ich nicht. Dann holen wir noch den Recken ran und gut ist. Wirst du wohl? Was ist das Köder schon wieder? Na. Fire it up! Let's roll! Make my escape. And away I go! Check this out! Ka! Sit! Ka! Sit! Ka! Ha! Sit! Supporting fire! Ka! Sa! Ha! Cha! Sit! Ha! Cha! Cha! Ka! Got something for ya. Make my escape. So. Anschauen. Man hat es sich leichter vorgestellt. Wer konnte schon ahnen, dass sie so störrisch sind? Braves Kind. Jetzt müsstest du wissen, dass die Regeln umso klarer sein müssen, desto eigensinniger jemand ist. Zumindest werden wir nie vergessen, nicht auf die Blumen zu treten. Paimon ist doch eindeutig nicht eigensinnig. Hey! Nein! Paimon ist kein ungezogener Hund. Ihr müsst müde sein. Ruht euch etwas aus, bevor ihr wieder aufbrecht. Ich habe gerade Tasses Ragout gemacht. Probiert doch mal. Es gibt was zu essen. Oh. Aber das ist doch nicht gut. Lieber nicht. Was? Vertraust du etwa meinen Kochkünsten nicht? Unter all den Gerichten ist Tasses Ragout meine Spezialität. Paimon hat nur Angst, dass das auch eine Missachtung der Regeln sein könnte. Ihr habt gearbeitet, also verdient ihr auch etwas dafür. Nur mit vollem Magen hat man auch die Kraft zum Arbeiten. Außerdem seid ihr Abenteurer, also solltet ihr auch mehr essen. Es gibt auch eine offizielle Auftragsbelohnung, die ich euch noch auszahlen werde. Dies ist in den Auftragsregeln so vorgesehen. Hehehe. Na, wenn das so ist, lassen wir uns nicht länger bitten. Nach all der Arbeit sind warme Mahlzeiten immer besonders lecker. Schmeckt dieses Tasses Ragout nicht irgendwie sehr vertraut? Weil die Zutaten und Zubereitungen recht volkstümlich sind. Volkstümlich, aber sehr lecker. Na klar. Mein dummes Mädchen hat dieses Essen auch geliebt. So zickig sie auch war. Sobald ihr der Duft der Brühe in die Nase gestiegen ist, hat sie sich brav an den Esstisch gesetzt. Aber jetzt ist sie zu weit weg, um diesen Duft zu riechen. Wahrscheinlich hat sie den Nachhauseweg schon vergessen. Oh, also wir können ja auch Personen finden. Wenn du sie uns beschreiben würdest, könnten wir sie vielleicht finden. Nette Kinder, vielen Dank. Ich könnte sie leicht finden. Sie hat mir ja früher auch Briefe geschickt.
Aber ich glaube nicht, dass sie ihre Fehler einsieht. Sonst wäre sie doch nach Hause gekommen, anstatt Briefe zu schreiben. Nicht wahr? Deshalb habe ich ihre Briefe auch nicht gelesen. Nicht ein Wort. Ich habe sie nicht einmal geöffnet. Tiere haben einfach keinen Verstand, aber sie ist doch ein großes Mädchen. Hat sie etwa auch keinen? Ich habe übrigens in letzter Zeit keinen Brief mehr von ihr erhalten. Wahrscheinlich will sie sich nicht noch weiter bloßstellen. Jedenfalls werde ich niemanden extra beauftragen, um sie zu suchen und nach Hause zu bringen. Entweder sie kommt nach Hause und gesteht ihre Fehler ein, oder sie kommt eben gar nicht mehr nach Hause. Ja gut, wenn du sagst. Jedenfalls danke ich euch, dass ihr den Recken und die anderen zurückgebracht habt. Die Belohnung ist ja nicht so groß, aber ich habe hier noch etwas von dem Tasses-Ragout für euch. Müssen Abenteurer nicht oft unter freiem Himmel übernachten? Vergesst nicht, euch ordentlich anzuziehen und genug zu essen. Nicht, dass ihr euch erkältet oder Hunger leidet. Jawohl! Kümmere du dich auch gut um deinen Fuß. Ja, und schau. Seid vorsichtig. Gebt euch auf euch acht. Wieso habe ich das Gefühl, dass seine Tochter A, extrem jung ist. Also, nee, gar nicht so extrem jung ist, wie sie klingt. So rum. Und B, was noch viel wichtiger ist, entweder eine eigene Familie gegründet hat oder leider Gottes verstorben ist. Zweiteres ist ein bisschen schade. Besser. Ach, fuck. Make my escape. Alles, was ich will, ist dieser Hydrokulus. Ich halt dafür mein Blödsinn. Dankeschön. Gut. Dann, folgen wir doch einfach mal der Main Quest. Dem Archontenauftrag. Wenn ich alleine schon Farbe da unten sehe, ne? Beziehungsweise gucken wir mal kurz, was da los ist. Seems like I should have Die just Rede eaten kommen nicht im that Talk. today. There'll be an extra fee for that. Ach, die Psychos sind etwas mal größer. There'll be an extra fee for that. Don't think about it. There'll be an extra fee for that. Gut, das will ich mir dann alles notieren. There'll be an extra fee for that. Da werden wir noch einiges zu tun haben. So eine Scheiße.
So. Aber zuerst mal nach der Mission gehen. Und für diese Mission holen wir wieder unser Sumeru-Team raus. It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. Oh. Interessant. Eine Untergrundstadt. Krass. Und wenn ich wetten müsste, lebt hier einfach das Volk, was halt nicht ganz so gut betucht ist. Das ist schon hart. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, Fabi, das ist was für dich. Hexenzirkel. Sorry, aber ganz ehrlich, bevor ich zu denen gehe, will ich hier rein. Hallo, Tetron. I guess I'm finally on the right path. I really need those parts. It's genius. But my research had so much potential. Einfach clean Untergrundstadt. I kinda love it, not gonna lie. Klar, und das Restaurant ist hinter der dicken Wand. The way here is too narrow. Ich sehe gerade die ganzen Icons von oben. Stupid.
Eine Sache, die ich ja tatsächlich cool finde hier an diesem Ort, ist, dass je nachdem, wo du gerade bist, die Musik lauter oder leiser ist. Als würde die Musik direkt von dem Hof hier kommen. Das ist ganz cool gemacht. Also diese dreidimensionale Environmental Music. Nicht nur Hintergrundmusik, quasi. Rechtsberaterin. So, this is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... he was the previous boss of Spina di Rosula, right? How did he... Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And, as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? Ja gut, mit der Antwort, es geht um die Familie, da sind wir uns wirklich sehr ähnlich, das stimmt. Demoiselle, please. If there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man,
Wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Ms. Clorand. Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Na, kann man das hier schon Schwierigkeiten haben, das stimmt. Wieso habe ich das Gefühl, dass er deswegen das Duell haben wollte? Damit er im Duell die Möglichkeit hat, seine Informationen an Chlorint weiterzugeben. Geheime Informationen, die er sonst nicht in der Lage war, irgendwie weiterzugeben als in diesem Duell. So eine Idee. Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right, anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah, Paimon's feet. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Whether it be responsibility for Spina di Rosula or Master Callus's death, it all landed on Demoiselle's shoulders so suddenly. This won't do. I must become stronger. Wo ist Navia? Malé. Nu? Egal. Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vacher. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh?
Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette, a place where detailed files on all the cases in recent years are kept. Neuvillette. Okay. Ich wette, in Französisch heißt das Nouvelle. If the Oceanette you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. Huh. So. Robben gegen Chesterton. Wow. Nice. Jetzt dürfen wir auch mal den Palais dicken is haben. right up ahead. Come on. Oha. Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now.
We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Ah, thanks so much. Gut, dass diese Furries relativ lost sind. Aha. Nächste Bücherei, ja, fertig. Da kann ich nicht rein, okay. Please come in. Oho. Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only like to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vacher. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Who knew that Nervalet would be so easy to talk to? Seine Augen sind schon ziemlich... Unfortunately, Okay. I'm quite certain that no one by the name of Vacher has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret.
I'm sorry, Miss Navia. Der Faktor, dass er immer wieder von ihren Augen wegschaut, zeigt eigentlich schon ganz klar, dass er nicht tatsächlich herzlos ist. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Drama Queen. Sorry. Navia, are you okay? Immer zu regnen. I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. Also, im Normalfall ist das ja jetzt nichts Besonderes, dass es regnet. Eigentlich. Und Fontaine anscheinend dann doch. What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Oh? Wait. You don't mean... So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah, and if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Let's go. Great, let's go then. Schlaf braucht ihr alle nicht. Brauchst du nicht. Überbewertet. Hä? Why are we... Okay. Noch so eine Untergrundstadt. Whoa, what a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well,
Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. Meow. Melou. Yep, they might have it good, but it ain't gonna last. You play with fire, you're gonna get burned. Ist schon ein cooles Teil, das Schiff, not gonna lie. Also, kann man machen. Shit. Shake. Very, very sneaky. Melus, we're back! Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Melus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now.
Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that, ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Malus? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful were still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me.
I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. Kommst du nicht gerade nur so vor, oder ist sie Clean die erste Figur, die in diesem Spiel Clean heult? Mit Tränen und hast nicht gesehen? Speaking of quality improvements, I guess. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Ach was. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. Genauso wie ein Butler still und heimlich einen ganz perfiden Plan im Hintergrund trägt. Immer. Jederzeit. Sei es Sebastian aus, Fuck, ich hab den Namen. Black Butler. Sei es Hannah aus Black Butler. Sei es der Butler der Prinzessin aus One Piece. Der ehemalige Piratenkapitän mit seinen Katana-Fingerhandschuhen. Oder sonstige Butler. Aus beliebigen Anime einfügen, der sich am Ende des Tages doch als Antagonist herausstellte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Melou da tatsächlich auch ein Doppelagent sein könnte. Oder einfach einen Hintergrundplan hegt zum Wohle seiner Herrin. Man weiß es noch nicht. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to is that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula,
or at least have an informant planted here. Exposing himself right on the mark without actually exposing himself. Ich sag ja. Butler. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina de Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. Was ist diese Confrérie? It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Ja gut, rein vom logischen Aspekt her wäre er die einfachste Doppelagentennummer, weil dann wäre er nämlich ein Dreifachagent, der einfach die Drahtziehungen bei der Gendarmerie und bei Spina di Rosula einfach ausspioniert und einfach weitergeht an seinen Hauptarbeitgeber, die Synth-Dealer. Und zu der Aussage von Navia, es wäre schon ein bisschen ironisch, seine eigenen Gelder zu verwenden, um sich selbst zu jagen. Wie kriegst du ein Alibi? Richtig, indem du deinen Gegner unterstützt, dich zu jagen. Simple but effective. Und gleichzeitig nutzt du diese Gelder, um dich dann doch wieder zu bereichern. Irgendwie. Und dich aus jeglicher Schlinge zu ziehen. Win-Win-Situation. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Aw, thank you so much, Malus. You really are the best.
A new case awaits, my dear partner. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. Yes, we can. Miau. Hier eine Katze. I like, I love. Den Hydrokulus höre ich doch schon. So. Abgehakt. Scheint auf Quallen zu stehen. Hier werden sehr viele Quallen gehandelt. Auch gut. Ehefrau und It Tochter. is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Beziehungsweise nein, das... Excuse me, miss. Do you need anything from us? Oh, Tochter kann sie gar nicht leiden. Oh, Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you, and to all of us. Mm-hmm. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing,
then he must have had his reasons. Regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. I'll leave my husband's case to you. Thank you, Miss Spina, and Miss Spina's friend. Cute Are kitty. you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way, so please don't worry. Ja, die Frau ist schon ziemlich hart nah am Wasser gebaut, muss man dazu sagen, ne? Also es ist schon übel. Also Navia ist ziemlich weinerlich, finde ich. Das ist so, So mit der Zeit lernt man sie dann doch so ein bisschen ins Herz zu schließen, aber dieses Weinerliche ist dann doch wieder ein bisschen hart nervig. Auf einer gewissen Ebene. Und auf der anderen Seite ist sie eine Geo-Lady, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und wir wissen ja alle, wenn Jace jetzt zu einem steht, dann sind es seine Elektro-Ladies. Elektro-Mommies. Hey, Chloe. Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House? Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guards said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a third person there who was turned into water? At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene.
Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callus ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Intel is just like teachers. You gotta guess a lot before you get started. Oben in der Stadt? Und wie oben in der Stadt? Holy shit. Okay. Back to the city we go! Wo dann was nächstes? Oh. Den Guard, wie noch sonst. Hey yo! Thierry! Hey, Thierry! It's me! Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the Guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage.
If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Ja gut. Die Max war ein guter Ansatz. Na komm, nehmen wir die wilden Quests gleich mit. Ich möchte gern He-Man und sein Agent. Lass uns einfach mal durchlaufen. Jo, nicht so schnell. Ihr seid sehr gut informiert, ich bin überrascht. Hm. Okay. Ich stelle mir gerade so eine Stimme zusammen, die ich ihm geben würde, und sie ist nicht gut. Sie ist gar nicht gut. Das ist so ein gehobenes, so total abgehobenes Pinkelding, so. Das ist schon so Kaiba-mäßig. Bei Kaiba ist noch nett ausgedrückt. Ich würde wahrscheinlich eher Richtung Pegasus gehen oder so. Wenn wir jetzt mal bei Yu-Gi-Oh! Bleiben. Naja, er ist ein Attentäter, Paimon. Er ist für die Drecksarbeit zuständig. Oder beziehungsweise sein Kollege Luca ist für die Drecksarbeit zuständig und er ist dafür da, dass die Drecksarbeit verschwindet. Der Tatortreiniger.
Das klingt von vorne bis hinten fishy. Kleines Recap nochmal, wer Virgil war. Virgil war dieser hinterlistige Spöcker, der mir von Anfang an fishy vorkam. So getan hatte, als wäre er ein Forscher, aber in Wirklichkeit uns einfangen wollte und uns töten wollte. Um diese Ruinen einfach zu... Naja... Sagen wir... zu untersuchen. Let's face it. Er ist... Heißen sie Grabräuber? Nein, heißen sie nicht. Ich glaube, Schatzräuber heißen sie. Jetzt habe ich tatsächlich den Namen dieser Gruppierung vergessen. Wow. Auf jeden Fall ist er auch einer von denen, nur im Fontaine-Stil. Und, ja. Hat uns hinterrücks, eingesperrt. Zu doof, dass der Plan nicht funktioniert hat. Würde mir stinken, wenn ich er wäre. Und nun ist er weg. Und wahrscheinlich sind die beiden ein Kopfgeldjäger-Duo, was eigentlich auf der Suche nach ihm ist, um ihn dingfest zu machen. Oder einfach sein Kopfgeld zu kassieren. Man weiß es nicht. Gott, seine geschwollene Reden. Ich bleib dabei, Pegasus. Meine Fresse. Ah. Und für einen Grail Setcliffe ist er nicht crazy genug. Wer vielleicht auch funktionieren würde, wäre aus Ragnarok. Record of Ragnarok. Jack the Ripper. Auch ein sehr geschwollener Typ. Also, Sonny könnte tatsächlich Engländer sein. Nicht Franzose. Maybe he is. Also wie Luca. Wobei Luca eher wieder so ein französischer Name ist. Das ist... schwierig. Naja, egal. Punktum. Kopfgeldjäger. Virgil hat ein Kopfgeld. Sie wollen das Kopfgeld haben. Gott, wie geschwollen der Typ redet, ey. Ich krieg die Krise.
Ich wollte gerade sagen, man muss die Dinge nicht verstehen. Okay. Welchen Auftrag habe ich aktuell? Den, okay. Das wollte ich. Weltreise. Ich muss noch Fable de Fontaine. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Sind wir mal ehrlich. So viel Zeug, wie wir hier in Französisch haben, ist es offensichtlich, dass es Frankreich ist. I don't get Chris' point in that case. I guess we drop it here. Nee. Doch. Köter! Also spätestens da krieg ich Krebs, ne? Wenn ich diese Köter sehe. Guten Tag, Beauchamp. Beauchamp? Beauchamp? Ja. Was hast du denn so? Gib mir alle deine Fontas, die du hast. Genauso wie alle Machots. Machots? Machon? Keine Ahnung. Fermentierter Saft. I don't know why, but I take it. Mandeln, immer wieder gerne gesehen. Kahle Bohnen. We will certainly need those. Und Weizen, her damit. Weizen braucht man auch immer. Muss man mehr draus machen. So. Guten Tag. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again.
The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabriere will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more, see if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Not quite Not quite the confident. No. Scheiße. Machen wir es anders. Nicht allzu vertrauenserweckende Antworten, die er da geliefert hat. Ich habe irgendwie versucht auf Englisch auszuhauen, aber irgendwie habe ich gerade einen Englisch-Blackout. Or should it keep raining? Recht hübsches Kleid muss man ja lassen, aber sicherlich nicht ansatzweise so effektiv bei der Arbeit für den Dampfvogel wie eine gewisse Charlotte. Nun. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. Ma. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Ah, you're right! Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the Order and seek protection from my father. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques,
the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the 3 suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich stehe zwischen Marcel oder Fieri, weil Marcel hat viel Geld, Fieri ist wichtige Dinge zu steuern. Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. Oh yeah. Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own sick business? Hi, Fabi. Timing wieder für das Ding, Alter. Junge. Einfach den letzten Satz abgeschnitten von ihr. Ich komme mit Florent nicht so ganz klar bei der ganzen Geschichte tatsächlich. Den verstehe ich nicht. Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Richtig. Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Und ja, bei mir ist soweit alles fit, ja, selbst. Was läuft bei dir so? Was machen Sachen? Bei mir zu alleine, nachdem Arne eigentlich auch schon im Channel da ist. Who could it be? Du musst noch morgen putzen. Was heißt, du musst morgen putzen? Warum musst du morgen putzen? Hast du eine Leiche irgendwie in deinem Zimmer, die du entsorgen musst? Ach so. Ja, das ist natürlich belastend. Ich bleib bei Marcel.
You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Ach was. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Wenn man so nüchtern betrachtet, würde man zuerst den Verdächtigen, der pleite ist. Der ist nur pleite, weil er zu viele Mechas gekauft hat. Granted, ich verstehe deine Aussage. Auf der anderen Seite, er verdient nicht genug Kohle, um überhaupt erst Mechas zu haben. Das ist ja der Knackpunkt. Weißt du, welcher Widerspruch viel zu gut ist? Eine Organisation, die massig Mora reinschiebt, um die Widersacher zu stellen, aber in Wirklichkeit Mora reinschiebt, um sich selbst zu stellen und damit einfach die Spuren zu verwischen. Was hältst du von der Variante? Das fand ich halt so geil. Mora-Kreislauf und dabei verwischen wir die Spuren. Warum nicht? Win-Win-Situation. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Hi. Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Was hast du jetzt schon wieder angestellt? What? Is that someone you know? Oh ja. Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, Keine Ahnung. he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Tartaglia ist vieles. Meinetwegen Spielzeugverkäufer. Meinetwegen auch ein Geldeintreiber. Meinetwegen auch nur der Führer einer Bank. Aber es weiß Gott eins nicht. Ein Mädchenentführer. Das Einzige, was der Typ entführt, sind deren Herzen. Oh, hat er nicht. Ich habe mir kurz was zu trinken.
Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. So, was? Ich bin noch mitten im Eichhörnchen-Quest, also nein, Arne. Also wenn du glaubst, das war immer nur eine Abneigung gegen Battlefield, nein. Gehen, ihm sagen. Da ist er ja. Ja, bitte. Kevin, wir brauchen mal ganz dringend deine Hilfe. Kotz dich aus, komm auf den Punkt. Ich suche gerade Beziehungstipps für Luca und mich raus und da steht, wir sollen Unterstützung außerhalb holen. Der die Situation aus einer anderen Perspektive sieht. Falls du dich fragst, er chattet gerade mit ChatGPT. Ah. Das erklärt einiges, ne? Ich habe Luca ein wunderschönes Gedicht vorgelesen, das lautet: In deinen Augen, so klar und hell, finde ich mein Glück, das ist ganz schnell. Dein Lächeln wärmt mein Herz so sehr. Ich liebe dich mehr und mehr, das ist gar nicht schwer. Und er weist mich einfach ab. Dann habe ich halt natürlich da Beziehungstipps gefragt. Ich muss da genauso durch. Psycho? Ich mag alt sein. Meinetwegen auch weise. Aber ich will eine Sache nicht. Und das ist ein Eheberater für eine gescheiterte Ehe. Ich habe das nie unterschrieben. Warum muss ich da durch? Ich habe nichts gemacht, weißt du? Ich bin ja auf Teamspeak gekommen. So, kannte euch alle nicht. Und jetzt muss ich mit dem ja abhängen. Ich will das nicht. Ich will den Vertrag nochmal lesen. Dein Vertrag, den du unterschrieben hast, war derjenige, der dir einen besonderen Rang in diesem Teamspeak eingebracht hat. Der noch Aber nicht mit Psycho, das war nicht der Deal dahinter. Als Community-Matratze gehörst du allem und jedem. Nein. Fuck you, Psycho. Ganz besonders den 4 Admins. Ha! Psycho ist kein Admin. Fick dich. Erstelle mir einen. Geh bei Tobi eine Bewerbung von Psycho raus als Admin. Das ändert nichts daran, dass trotzdem alle Member Besitz an dir hegen. Und Psycho ist ein Member. Können wir den Member nochmal... Glasi ist ein Member. Fabi ist ein Member. Ronny ist ein Member. Morpheus ist ein Member. Darüber würde ich mir am meisten Sorgen machen. Ich lasse mich bei allen ein, außer bei Glasi. Also, da bin ich nur raus. mal eben für dich, ne? Kai ist ein Member. Janis ist ein Member. Ich habe GPT mal eben kurz einen Freundschaftsvertrag aufsetzen lassen. Den möchte ich bitte unterschrieben haben. Drucke ihn mir aus, ich unterschreibe ihn dir. Gegenseitiger Respekt. Wir werden uns immer mit Respekt behandeln. Wie gesagt, schick mir das als E-Mail. Ich gehe damit zu meinem Anwalt, lass das alles nochmal übergucken, dass das auch wirklich alles rechtens ist. Dann unterschreibe ich ihn dir gerne. Also ganz ehrlich, jetzt die Hälfte könnten wir schon gar nicht. Gegenseitiger Respekt? Nein. Fick dich, du kleiner Bastard. Unterstützung? Also, wenn du irgendwo Probleme hast, wende dich nicht an mich. Also gegenseitiger Respekt? Nein. Ehrlichkeit? Ja. Unterstützung? Ja. Spaß haben auf jeden Fall. Geheimhaltung? Nee, auf diesen Test so semi-gut.
Nicht Keine vorhanden. Drama, auf gar keinen Fall. Freiheit, merkt man jetzt schon, gibt's nichts. Abenteuer auf jeden Fall. Unendliche Freundschaft, ja. Und Nummer mehr. 10 ist, ja. Stimmt, warte, das kann man ja. Genau das, Fabi. Zusammenarbeit, gute Kommunikation. Schreibt man nicht so schnell. Ach so, Feiern, Kevin. Überraschung, Reisen. Stand jetzt bin ich noch nicht die Teamspeak-Matratze. Erst wenn ich wieder mein Badge habe. Erst dann könnt ihr mich wieder als Wir waren alle in dir Teamspeak-Matratze. drin. Wir waren alle in dir drin. Der Lukas. Rang war Ist schon egal. vorher Es war, Offiziell. Es war die Außenseiterhure. Offiziell hast du diesen Rang. Genauso wie offiziell Psycho Blade auch den Trust Factor Plus hat. Wie kann Das ist er der einen Akt, Trust Factor Plus haben? in dem er keine Scheiße gebaut hat. Sag Der ich. Punkt ist halt nur, Schau mich aus. dass... Ich habe gerade so einen italienischen Typen, der mir gerade ins Ohr lacht. Ich sehe es gerade. Also, Punkt ist halt einfach, aktuell sind diese Ränge nicht vorhanden, weil das tatsächlich eher unter Frozens Zuständigkeit fällt, weil kein anderer in der Lage ist, es zu machen. Das Lustige ist, Luca, dein Icon ist sogar hochgeladen. Wir bräuchten nur den Rang. Geil. Ja, stell den doch. Habe ich dann extra Rechte dafür? Nein, hast du nicht. Das ist einfach nur ein Dasein. Fertig. Bevor ich anfange, an irgendwelchen Serverrechten rumzufuchteln und irgendeine Scheiße baue, lasse ich das entweder Chefe machen oder die Person, die man am meisten vertrauen kann in der Hinsicht, und das ist Frozen. Alles gut. Ich wette auch mit euch, sobald Frozen wieder da ist und er ein bisschen Zeit findet, steht der ganze Team. Inklusive Channel, die funktionieren, inklusive Serverrechte, die funktionieren und so weiter und so fort. Hey Kevin, apropos, magst du mir gleich einmal meinen Channel-Admin-Rang geben? Hast du doch schon. Wollte gerade Nein, sagen. meinen Channel-Admin-Rang habe ich nicht. Geh mal in deinen Channel. Doch, habe ich. Komisch. Ah, habe ich doch. Meine Fresse. Anna hat Langeweile. Ey. Ice is nice. Wie kann ich meinem Kumpel klar machen, dass ich ihn lieb habe? Hello there. Finde den richtigen Zeitpunkt. Ich muss dringend den Channel wechseln. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Nein, du bleibst hier. Verdammt. Dich betrifft das. Sei ehrlich und direkt. Ich liebe sie. Das Lustige ist, Fabi droppt Eis ist nice, Ich aber brauche mehr sagt von dem nicht, Bier. was er gerne hätte, ob Cola oder Oranje. Anfängerfehler. Irgendwie schon, ne? Erkläre deine Gefühle. Ich liebe sie. Wird bestimmt mehr. Oh. Junge. Kevin, wenn dann schon Cola, ja? Muss Was ja auch anderes gibt's nicht. Muss ja auch Das ein ist auch schöner unterschiedlich. schwarzer Stängel sein, an dem ich lutsche, meinst du? Alles klar. Oh, Ja, ja, du kannst dich auf Psychos Niveau herabgeben, das meine ich damit. Eieiei. Ey, immerhin, das ist schon wieder das nächste Thema. Vorhin war noch Thema, kann ich zum Mond laufen? Psycho! Wie viel Langeweile willst du eigentlich noch haben? Psycho? Ja! Wow! Ja, und ich muss da durch. Ich darf mir die Scheiße alles anhören. Luca, das Problem hättest du nicht, wenn du streamen würdest. Obwohl... Es ist Psycho. Oh, plötzlich kann ich Dinge sehen. Holy shit. Ich muss dringend zum Optiker und meine Brille wieder reparieren lassen. Hügel sind wieder im Eimer. Oder zumindest... Außerdem wüsste ich nicht, was ich streamen kann. Also streamen soll. your dreams come true! Alles klar, einmal alles raus. Die Kanalpunkte braucht ihr aber auch nicht, oder? Kann das sein? Kannst du mit einem Kopfstand von Bremen nach Berlin laufen?
Digga. Gib mir Ein den Kopf, das Wodka, ist keine Anuschka, effiziente und dann lass mich sein. Der Wodka Ach ist nee, freundlich, klar. doch du Hätte jetzt bist nicht gedacht. gemein. Gib mir den Wodka, Gut. Danke, dass Anuschka, du und es sei nochmal erklärt wieder hast. gut. Denn wenn du nie gut bist, komm ich noch. Okay, das Arne, der jetzt droppt, ist okay. Ich gebe dir nur einen guten Tipp, Arne. Fabi weiß, was noch vor mir liegt. Lass dich von ihm beraten. Ein gut gemeinter Rat. Ja, ich bin da. Ah. Kevin, willst du nicht Psycho Nur so eine Frage. Psycho ist gerade Nein. überraschend still. Was macht er jetzt schon wieder? Ich guck gerade, wie ich am besten fliegen kann. Ohne Alter. Flugzeug. Kann ich mit all fliegen? Was denn nun schon wieder? Er hat ihn halt nur gefragt, ob ich im Weltall fliegen kann. Wie ist die Luft im Weltall? Bäume im Weltall pflanzen. Kann man dann So. Weltall atmen? Emotional damage! Wie viele müsste ich? Huh? Split up? What do you mean? Ernsthaft? Die wollen die Sache mit Kataglia nicht verfilmen? Auch gut. Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Kriegen wir hin. We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany Warum you. regnet es im I'm Bett ready. eigentlich? Das finde ich doof. Ah, blue silver. Warum regnet's wo nicht? When did you Nix, two get alles here? gut. We heard that you'll Sag be jetzt nicht, du hast leaving ChatGPT Poisson gefragt, ob and es im figured Weltall that you regnet. might require our assistance. In Form von, du hast gerade auf die Gesundheit gedroppt, Arne. Auf die Gesundheit bedeutet, das hier wird gelehrt aufgrund irgendeiner spielbezogenen Regel, wann ich trinken muss. Fabi kennt die Story schon auswendig, weil er sie gespielt hat. Daher kann er dir die besten Möglichkeiten geben, die jetzt noch existieren, wann ich trinken soll.
Deswegen. Weil einfach nur so trinken ist ja langweilig. Na gut. Die Regel ist, pro Aktion, die du nennst, ein Schluck. Quasi. Gutes Beispiel. Ich hatte den Legendenauftrag von Kasua laufen. Und Morph hatte gesagt, jedes Mal, wenn Paimon redet, muss ich einen Schluck trinken. Wir reden hier von einem Legendenauftrag. Und da redet Paimon sehr viel. Bei der Nummer hier wird es ein bisschen schwieriger mit Paimon. Deswegen vielleicht was anderes. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch gleich ein Kampfding oder so. Also. Warst du noch nie dabei bei auf die Gesundheit, Arne? Was ist falsch bei dir? Everything in here is a game, you know? Even the drinking. Gab's bei mir nie, Arne. Da redest du wahrscheinlich von Ronny. Ich nehme die Sache ein bisschen kreativer hin. Das siehst du doch. Ich bin gerade dabei, mich mit Navia aufzuteilen, dass Navia zu dem Kampf zwischen Tartaglia und Chlorint wahrscheinlich geht. Oder beziehungsweise zu Tartaglias Verhandlung. Und wir sind auf dem Weg zu der Herstellungsstätte von Sünd. Bullshit, Ahnung. Ich habe immer Regeln drunter gesetzt. Immer. Doch. Nur mit dem Unterschied, dass wahrscheinlich früher es so war, dass es so lächerlich war, dass ihr einfach nicht mehr aufgefallen ist, dass es Regeln gab. Klassiker zum Beispiel jedes Mal, wenn ich sterbe. Oder was bei Valorant und CSGO nebenbei nicht selten ist. Und das war die Zeit, wo wir das aktiv gespielt haben. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Arrhenius. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Gut, wo ist das so Ziel? Now that Navia has set out for Arrhenius, we should also get going.
The location has already been marked on the map, so let's head over. Okay. Kreativ. Not going to lie. Huh. According to Malusa's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. Tauchen. Wir wollen tauchen. Auch hart genug, was zu finden. Ja, okay. Ja, lass mich raten. Natürlich. Offensichtlicher geht's nicht. Finally found it. Huh. So this is the entrance that leads to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary at all. Prost an der Stelle. You're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui Harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is...
Offensichtlich. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Da ist er ja. Eine gute Nacht, der Herr. Dankeschön. Ich habe eigentlich so extra den Stream entmutet, falls du es im Stream sagst. Ja, ich bin so lieb und sag euch so offiziell gute Nacht. Alles klar, Bey. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, mein Lieber, und man hört sich dann. Das hatte ich jetzt Morpheus verpeilt zu fragen. Hättest du den Bock, morgen Backrooms weiterzumachen? Morgen ist Mittwoch, das könnten wir machen, ja. Oh, okay. Habt ihr überhaupt noch ansatzweise Lust, Backrooms weiterzumachen nach letztem Mal? Frag das, Luca. Lust hätte ich, so ist es nicht. Und Morpheus und ich haben auch also Morpheus hat eine Karte rausgesucht und ich habe sie mir auch schon angeguckt. Alles klar. Ach, dafür gibt's extra Karten oder was? Ja, er hat da Es gibt für alles Karten, Luca. Ja, ja, hätte sein können, dass das alles zufallsgeneriert ist, so war das gemeint, weil du ja auch Nee, Level nee, 7 mit nee. eingeben konntest. Glaube ich. Nee, das ist. Ich glaube, das Level zieht hat eher was damit zu tun, in was für Level du kommst wahrscheinlich. Ja gut. In welcher Reihenfolge du die Level abgehst. Aber nee, dann weiß ich Bescheid, dann kann man sich ja morgen die Karte angucken und dann muss man gucken, wie wir das hinkriegen. Ja genau. Kriegen das schon irgendwie hin. Ja. Zur Not kannst du die Schwierigkeitsstufe da noch von ändern, nee, ne? Ja, ich merke schon, mein Publikum wird wieder ungeduldig. Die wollen mich saufen sehen. Ha! Naja, Kev muss saufen. Ich wünsche euch beiden eine gute Nacht und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Gute Nacht, tschüss. Ja, Psycho. Ich bin auch ein bisschen am Saufen. Wir machen jetzt raus. Ich mache ja schon weiter, Fabi. Ich hab's verstanden. Arne, ich hab dich auch verstanden. Alles gut. Es geht weiter. Ich soll ja saufen. Ist okay. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago. To the case of Callus the Unfaithful. Naja. Die hauen gerade alles raus, was sie können. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots to the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Do it. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Guardian. Hello there. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. Ja, okay. During the banquet,
all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. Funktioniert der Operator eigentlich, Kevin? Inwiefern? Ja, so wie er vorher auch funktioniert hat. Dass du jedem Channel joinen kannst, der Operator hat, meinst du? Ja, genau, dass sie zum Beispiel auch bei dir im Channel kommen könnte, wenn ich da Operator hätte. Theoretisch würde es gehen, wenn die Rechte nicht falsch verstellt werden. Also. Achso. Ja, also die sind nicht richtig die sind nicht aktuell, sagen wir es so. Darauf wollte ich hinaus. Waren das nicht 3 Schüsse? Nein, tatsächlich, es waren 2. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect Callus holding a gun, while his acquaintance Jacques lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. Die Frage ist, wo ist die zweite Kugel hin? The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. Aber diese Auswahlkacke. These are the known facts about the case. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. 10 oder 10 Story, ja, weiß auch nicht, also. So, da kann ich doch eigentlich... The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered, and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility, and had sent out another assassin. Nebenbei, statt der Dialogoption nehme ich jetzt auch mal tatsächlich Fallgeschichten mit rein als Auswahl. Ich denke mal, das ist in eurem Sinne. Nein? Something's not right. Let me think for a little while longer. So. Komm schon! Right. Let me think for a little while longer. Wo ist die dritte Person hin? Lass mal kurz überlegen. Was hattest du mir? Ha. Das war doch schon nichts geklärt. A pile of clothing Was da nicht reinpasst!
The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself, but now it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Habe ich eigentlich? Habe ich nicht, okay. Kevin, Mhm. hättest du Lust, die Tage auch nochmal wieder ETS zu zocken? Wird schwierig. Einfach, weil ich in der Woche definitiv gar keine Lust dazu habe. Morgen ist ja eh hier Backrooms. Richtig. Freitag wird mein Tag auch eher kurz sein abends, weil ich mich vorbereiten muss fürs Wochenende und am Wochenende bin ich mit der Firma weg. Okay. Ansonsten nächste Woche irgendwann vielleicht mal. War ja jetzt nicht eine Frage von wegen jetzt die nächsten Tage, sondern einfach nur mal, ob du mal wieder Lust drauf hättest. Ich muss gucken tatsächlich. Alles klar. Wie so meine nächsten Wochen aussehen. Kriegen wir schon irgendwo mal hin. Ja. Was mache ich denn jetzt noch? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Boah, ich bin gerade schon echt gut weg, ey. Ich bin gerade echt schon gut drauf, muss ich sagen. Kennst du Astra Rakete, Kevin? Hat mir schon mal jemand gefragt, nein. Es ist, sagen wir es so, du hast, das ist eine kleine Flasche, 0, keine Ahnung, 2,5, 8%ig. Kleine Bierpulle mit Wodka drin. Ich habe davon die 1 Liter Dose gerade da. The true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, Schmeckt super. leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. Geht doch super. This is the true version of events. Hey! Wir sind schon relativ gut weit, ne? Halbes Glas schon. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. Ah, but I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Jetzt kommt der nächste Then, Punkt. may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine 2 things. 1, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home. Meine Meinung zu Furina? Nervensäge. Aber sie ist ein Archon. Alle Archons sind irgendwo Nervensägen. Manche cool, manche weniger cool. Und manche unverschämt sexy. Habe ich nicht gehört, keine Ahnung. I'm totally talking about my lady. Ja, ja. Ja. Hey Kevin. Aber sie hat auch gewisse nervige Seiten an sich, ja. Du musst dir gleich mal, wenn du gleich wieder ein paar Minütchen mal Zeit hast, dir mal was Lustiges erzählen. Was auf Arbeit heute vorfiel. Wenn du da deine Story da soweit fertig hast, dass du kurz ein Momentchen hast. Okay, könnte ein gutes Stück dauern noch, aber wir können ja... Alles gut, ich bin jetzt nicht, die nächsten 5 Minuten bin ich jetzt nicht weg. Wann hast du vor, aufzugehen? I may not have the evidence with 24 me, Uhr. but I know where I 1 could go Uhr. to collect it. Ja, das If kriegen we wir look hin. up the deserted clothes against a Weil record das heute of was sehr people who Lustiges went auf missing Arbeit around the passiert. same time, Na dann. we should be able to find a match.
Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. Nahida, Venti und Zhongli nicht als wirklich nervig bezeichnet. Digga, Venti ist der absolut nervigste von allen. Dieser möchtegern nette Typ, der total abgefuckt ist. Zhongli geht einem die ganze Zeit auf den Sack mit seinem ich leih mir mal dein Mora, ich leih mir mal dein Mora, ich leih mir mal dein Mora. Und Nahida, well... ihre Stimme. Selbiges für A. Raiden hingegen war auf. Ja, Raiden an sich, ich mag ihre Stimme. Ihre primäre Attitüde mag ich auch. Aber was sie mit ihrem Land getan hat, war einfach nur clean nervig. Ich finde die Stimme echt angenehm zu hören. Unterschiedlich Menschen sind. Ich sag nur unsere weiblichen Präferenzen, Kollege. Loli Hunter. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Maybe she's scared of embarrassing herself again? Ja, und? Wir sind in körperlichen Präferenzen halt verschieden und in Sachen Stimme halt auch anscheinend. That's all I'm saying. Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callis explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue the stalemate. Das Einzige, was mich an Furina wahnsinnig macht, von ihren Augen her gesehen, sind ihre Wimpern. Die haben halt eine Form, die geht mal gar nicht. Gegen die Augenfarbe habe ich nicht mal was. Gut, was mich ein klein bisschen abfuckt dabei ist, dass ihre Pupille auf beiden Seiten, glaube ich, die gleiche Farbe hat, womit das linke Auge dementsprechend komisch aussieht, weil Pupille und Iris die gleiche Farbe haben. Ich als Designer wäre hingegangen und hätte ihr dann links eine hellere Pupille verpasst oder so, keine Ahnung. Oder eine komplett kontrastreiche mit einer komplett anderen Farbe zum Beispiel. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So,
You mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clorand. Oops. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clorand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. Im Übrigen habe ich mich gerade vertan. Das rechte Auge ist das Problem, nicht das linke. Das linke geht sogar. Tatsächlich ist mir das in der ersten Cutscene, wo man sie gesehen hat, tatsächlich aufgefallen, weil wenn man eins an mir bemerkt hat, ist, dass ich auf Elektromommis stehe. Lisa, Beidou, Raiden. Jeder normale Mensch, der gar nichts damit zu tun hat, gerade, was labert der für Scheiß? Und dann kam Clorand auf die Bühne und ich dachte mir so, oh boy. Ich sagte Mommies, nicht Kiddies, okay? Das sind Lollis und nicht Kiddies. Oder Lollis, das ist genau das gleiche. Lollis Beste, das keine Ahnung. Nein. Das ist der gleiche Grund, warum ich keinen Crush auf Kitching habe. Sarah ist ein schwieriger Fall an der Stelle. Cookie ist wieder eindeutig. Klee. Ich sagte Elektromommies. Das ist mir auch bewusst, aber ich rede jetzt von Lollis. Klee ist so wohl das größte Lolli, was du finden kannst. Ja. Und das legalste Lolli, was es gibt, ist immer noch Nahida. Die sagt mir gerade tatsächlich gar nichts. Also das ist die Dendro-Göttin. Ist auch ein Chibi-Charakter, ist aber 500 Jahre alt. Anime. Ja. Typisch Anime. Kleine süße Elfe, die aber 500 Jahre alt ist. Ist es damit nicht legal? Zitat Morpheus. Und ich so, Kaching, you totally nailed it. Legal wäre es in der Hinsicht dann ja, ne? Ist richtig. Körperlich zwar immer noch 8 Jahre, aber ist egal. Hauptsache geistig sind die 500 Jahre da. Richtig. So, mir ist gestern aufgefallen, dass Sayu von Lily Pichu gesprochen wird. Steht sogar mittlerweile im Game. Wer auch immer das ist. Weißt du, ich renn heute auf Arbeit rum, Kevin, und singe erstmal laut stark Erika. Und mein Meister erstmal Erika. Hat gesungen. Sehr gut. Wären die ganzen Kanacken draußen? Hat Laura nieder. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Ouch. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. Das mag ja sein, dass sie 3 Millionen Abos auf YouTube hat, Chris. Das ändert aber nichts daran, dass ich alles kenne, was über 3 Millionen Abos auf YouTube hat. I'm in my own bubble, right? Never have I even time to follow anything new. Offline TV. Was soll das sein? Was ist denn Offline TV? Da kann ich auch nichts mit anfangen. Wenn es eine Sache gibt, wofür ich mich nicht interessiere, dann sind es prominente, geschweige denn Medieninteressen. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Ma? Was du gerade erzählt hast.
Was, dass ich nicht runtergehen kann zu meinen Eltern oder was? Das klang gerade nach irgendwas Wichtigem, was du erzählt hast. Und ich hatte einfach Konversation drüber und hab dich deswegen nicht verstanden. Ne, ich habe nur gesagt gehabt, dass ich nicht in meinem Zustand aktuell runtergehen kann zu meinen Eltern. Ah, das ist doof. Und die haben dich gerade gerufen. Nee, das nicht. Okay. Na dann. Um diese Uhrzeit rufen sie mich nicht mehr. Dann ist gut. Vielleicht wieder meinen sie, ich bin schon am Pennen oder wissen, ich bin am Zocken. Ah. Genau, Chris. Ist egal. Richtig. Vor dem Zocken sie auch gerade selber, also von daher. Right? Hauptsache. What she said was fascinating, Ja, but die haben kind of beside WoW the hat ein point. nettes Add-on rausgebracht für die. Okay. Also was heißt Add-on? Die haben jetzt bei WoW Classic haben sie jetzt die Hardcore-Server aufgespielt. Heißt, du hast nur noch ein Leben. Ew. Wenn der Charakter tot ist, kannst du ihn löschen. Ich kann ihn löschen, ist er gelöscht. Punkt. Nee, musst du selber löschen. Okay. Weil du kannst dich trotzdem noch einloggen und als Geist so gesehen rumfliegen und so was, ne? Ah. Ja dann. Aber mehr kannst du dann halt auch nicht machen. Auch geil, bei meinem Vater aus der Gilde ist dann einer gestorben in einem Fahrstuhl, der hat sich als nächsten Charakter hat er sich einfach jemanden gemacht, der hieß Elevator. Jetzt springt Chris auch noch in das Thema mit WoW ein. Auch nö. Ah. Ein Bonus, wenn du 20 PvP-Duelle bis zum Tod gewinnst. Ja, keine Ahnung, Ja. Chris, ich bin überhaupt kein PvP-Spieler, also frag mich nicht. Zumindest was WoW angeht, bin ich überhaupt kein PvP-Freund. Da geht's mir zu grinden, das ist genauso wie Destiny, da habe ich auch keinen Bock drauf auf PvP. Das wer den besten Gear gewinnt. Ja. PvP ist allgemein bei jedem Spiel einfach bestes Gear, fertig. Außer natürlich, man hat so Sachen wie CS, Rainbow. Bei Rainbow geht's nur darum, wer den besten Charakter hat. Auch nicht Wait, unbedingt. weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. Ja, das In stimmt. my Nicht father's unbedingt. case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And, at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. Ja, da hast du recht, The Chris, das culprit stimmt. could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after Ich bin hearing dann your überlegen, reasoning, I still nächsten can't Monat help wieder but mit find it WoW a little anzufangen. preposterous. I'm used to it, though. You've always been Dann an auch auf impulsive and Hardcore-Server mit meinen sentimental Eltern. child, Navia. It's one of your Wird most bestimmt endearing lustig, wenn ich dann am traits. Stream bin, Kevin. Mhm. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Was WoW angeht, ist Chris, das ist bei uns ein Familienspiel, so gesehen. Ja. Das hat meine komplette Familie gespielt, von Uroma bis zu mir jetzt hin. Also von daher. Das ist schon eine lange Kette. Not gonna lie. Ja. Das zeigt aber auch wieder, wie alt das Spiel ist. 2004, ne? Das ist genauso alt wie ich, das Spiel. Und deswegen, wenn ich WoW spiele, spiele ich das immer nur mit meinen Eltern. Alleine spiele ich selber kaum, außer halt zum Leveln, I know aber that selbst even dann. with that, you might still ungerne. think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only Außer one letztes left Jahr, on da the hatte ich echt list. meine WoW-Phase mal wieder seit lang. Ne, Kevin? Jo. Alas, ich komme aus WoW who raus. won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade.
My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. Nah. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Uh-huh. So you do know that name? I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Hey! Oh ja, doch, Truppeneinstellung brauche ich tatsächlich. Achso, ich bin in einem Dungeon drin, klar. Dann machen wir direkt die Zerstörungsmauer raus. Oder holen wir die Zerstörungsmauer raus. Auswahlen. Into the wind. Ganz einfach. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Aber egal. Fallen leaves. Adorn. Rain outlines your fate. Rise. Whoa! The floor is going up! Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Du machst nichts. Das ist ohne Reaktion. Naja, so ohne Reaktion war das noch auch nicht. Und es kommt drauf an, sie macht nicht immer so viel Schaden. Und das ist auch nur im ersten Moment. Mich interessieren viel mehr die Schläge danach. Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. Ich sehe jetzt schon Unterwasserbooster. Ich sehe... Ah. Nichts anderes, okay.
Ich hätte nicht mit Chichi tauchen sollen. Egal. So, was springe ich denn hier jetzt mal? Ah. Eine Statue. Oh, ein Schalter. Nehmen wir doch mal den Schalter. Lass mich raten. Das Ding fängt an zu drehen und es wird mehr Wasser. Natürlich. Sehr interessant. The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. Hauptsache, wir haben ansatzweise eine Richtung. Der Season passt gerade von mir. Oh, ja, right. Mehr Wasser oder mehr Wasser? Ja, nee, ist klar. Tag, Ladies. Wheel of life. Na. Rain cutter. Torn to oblivion. Wie ist mir gedacht? Mehr Gegner. Clouds high. The bird. Now you shall perish. Life goes on. Ups. Hab's kaputt gemacht. Wahrscheinlich beides. Ah! Ich habe das Gefühl, dass sie eher in Süßwasser hier rumkrebsen, die Leute. Wobei von den Tieren her ist es eher Salzwasser. Da bin ich vielleicht auf deiner Seite. Up we go! Die Räder drehen sich und wir haben mehr Wasser. Ha! Ich finde die Musik in Fontaine echt gut. Also insgesamt. Waren das Meerwasser einfach nur oder richtiges Meerwasser? Now the path is clear. Let's go. Luca, darf ich eine Antwort verweigern? Du wiederholst gerade Chris seinen Spruch. Echt? Ja, den hat er schon beim ersten Mal gebracht. Meerwasser oder Meerwasser? Nein, ich bin da satt gestorben. Also ich finde Fontaines Musik eigentlich auch ganz okay. Ich finde sie nur ähnlich wie bei Sumeru an vielen Stellen zu wenig. Echt schwer zwischen Fontaine und Inazuma. Außerdem das Meerwasser in Fontaine ist Süßwasser. Ah, okay. War in Akt 1 der Story. Doch, doch. Okay. War ich mit meiner Süßwassertheorie also doch gar nicht so falsch. Auch wenn es per Definition dann trotzdem Meereswasser ist. Ja, okay. Das ist doch Meerwasser. Ja, genau. Also im Endeffekt mehr Meerwasser. Eieiei. Noch mehr Wasser. Ja, ja. Eieiei. Die Meerception. Nein, Chichi, hör auf. Stop it. Stop moaning. Nein. This feels wrong. Don't stop mourning. That's a huge ass fucking aquarium and I love it. Mehr Süßmeerwasser. Ah! Sehr gut.
Kevin sucht die nicht vorhandene Falle, bevor er runterspringt. Nein, ich untersuche jeden Raum gründlich, ob da nicht vielleicht sowas wie eine Kiste rumsteht. Loot? Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, 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 Loot. Habe ich Loot gehört? Oh. Ja. Weißt du, du wirst hellhörig bei Loot, weißt du, ungefähr so wie wenn es heißt Familie. Habe ich Familie gehört? So in etwa, ja. Die Frage ist, mit was erscheinst du? Wenn Diesel kommt ja dann plötzlich mit seinem Dodge Charger durch jede Wand gecharged. Mit was kommst du? Auf einen riesigen Säbelzahntiger? Okay. Mit meinem Fahrrad. Jetzt kommt der kranke Teil der Story. I'm honest. Mann, ich will mich doch nicht wegteleportieren die ganze Zeit. Eine Sache, die ich an Fontaine wirklich liebe, ne? Ist dieses Mechanische in dieser Stadt. Das ist auch der Punkt, warum ich sage, es ist eine Mischung aus Frankreich und industriellem Zeitalter von England. Achso, in my opinion, I'm sorry. Geht's dir gut, Kev, oder muss ich Psychologen rufen? Wieso? Warum sollst du Psychologen für mich rufen müssen? Warum nicht? Ah. Berechtigte Frage. So, ihr seht zwei Mechas. Sind wir jetzt an den Punkt angelangt, wo doch die Elfen mit reinspielen? Guten Tag, die beiden. Ey, Chris, du hast nicht zufällig Terraria, oder? Illusion shuttle. No, my sword. Let me weave you a. As one with wind and cloud. There is no escape. Ha! Viele Leute, die Terraria haben, also... Torn to oblivion. Ich frag's mal anders. Hättest du Lust mal mit mir das, wie heißt das Mod, wie heißt die Mod jetzt nochmal? Verdammt. Warte, lass mich kurz gucken. Die Clementi Mod, hättest du mal Lust mit mir die Clementi Mod durchzuspielen? Clementi Mod? Mhm. Into the wind. Weil ich bin gerade dabei, aber ich will es nicht alleine machen, weil ich davon keine Ahnung habe. Hättest du auch Lust darauf, Kevin? Ich sehe gerade, du hast auch Terraria. Ich habe Terraria relativ verliehen lassen. Es ist nicht so meins. Genauso wenig wie Starbound. Ja gut. Chris, Clementi Mod ist, ist halt die größte Content-Mod, die du für Terraria bekommen kannst. Du hast doppelt so viele Bosse wie standardmäßig, 2 neue Klassen, glaube ich, und 50.000 neue Items gefühlt dabei. Und da ich selber nicht wirklich viel Ahnung von Terraria habe, bin ich ganz ehrlich. Ihr sagt Chris, hättest du mal Lust darauf, mal wieder Terraria zu zocken? Weil ich habe aktuell Bock auf Terraria. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich Bock darauf aktuell. Wir können ja auch erstmal, wenn die Lust da ist, normal Terraria erstmal durchspielen. Ach, dein Getränk jetzt auch leer? Ja. Meins auch. Auch wenn es keine wirkliche Entscheidung war, was ich antworte, weil es eine Doppelantwort war, aber egal. Ja, darüber macht ihr mal keinen Kopf, Chris. Du hast ja meine Nummer, genauso wie ich deine eigentlich, außer du hast eine neue oder so, da kann man ja irgendwie mal schreiben oder sowas. Wenn irgendwann mal sich eine Zeit findet, wann man mal Terraria zusammen zocken könnte. Hey Kevin, ich habe nächste Woche Dienstag mein Probearbeiten. Danke.
Gegenstände der Vermissten. Oh boy. Jetzt kommt wieder die Mucke, auf die ich stehe in Fontaine. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Solange du nicht deine komische Detective-Brille trägst, bin ich damit glücklich. Navia's father. War Oh, doch this lustig. seems to be an investigation report on him. Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of Wie lange correspondence muss er deine between the Brille eigentlich noch higher-ups. ablassen, Kevin? Hm? Wie lange muss er deine Brille eigentlich noch ablassen? Ja, ich mache das jetzt für den Rest der Mission. Ach so. Ich habe da keinen festen Zeitpunkt. Ich setze es immer dann fest, wenn ich es gerade habe. So. They're all just so evil. Ich find's auch gut, Fabi und Arne sind oben bei Arne im Channel. Aber beide einfach Full Mute. Also was ist Full Mute? Einfach Mic nur Mute. Ja. Okay, das ist also Primal Water, ja. Der Faktor, dass es wie eine Lavalampe nach oben fließt, ohne ein Case drumherum, ist schon Zeichen dafür, dass dieses Zeugs schwierig ist. Nennen wir es mal so. Oh ja, und ein bisschen, also ganz ehrlich, Chris, bisschen Genozid und so weiter, sind wir mal ehrlich. Das ist für Genshin Impact nichts Neues. Arne macht Essen und ich bin Rauchen. Als Erklärung dafür. Hier kann ja nichts passieren. Badetag. Yo! Das ist eine Idee. Erstmal in Primal Water baden. Vielleicht können wir dann noch besser tauchen. Ha! Unendlich ausdauern so. Hey Fabi, frag mal Arne, ob er am Wochenende mit bei Rainbow dabei wäre. Der müsste einen Austausch für mich finden. There's so much synth here. Ja, wir haben ja Psycho dabei. So many bottles of Vermutlich. ingredients that probably just Mich contain the und waters vielleicht of the Julia dann noch. primordial sea. Arne Klein. Okay, Nö. dann nicht. Ja, das sind ganz schön viele. Mixing in progress. Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth Wie pretty sieht's mit clearly Donnerstag aus, labeled. Arne? Whoa, there's even fruit-flavored synth? Ja, wusste ich doch nicht, Fabi, wusste ich da nicht. Stimmt. Luca kennt Arne nicht so gut wie du. Oder Richtig, vielleicht auch ich, aber Richtig, ich hab mich das erste Mal mit Arne richtig unterhalten, wo wir Rainbow gespielt haben. Das war Sonntag. Richtig. Da habe ich mich das erste Mal richtig mit Arne unterhalten. Super obvious. Was wir alles für Beweismittel hier haben. Hm, schön. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. Okay, Arne, halten wir dann einfach so fest. Solltest du mit CS nicht da sein, zocken wir ein bisschen Rainbow. Solltest du... Warte, das war kein Deutsch. 22, 23 and 24 were dissolved. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich hab noch Wein. Sorry, Traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How could someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone?
You read the rest. Paimon's too scared to keep going. Oh. Ein bisschen Genozid, um eine zu retten, weil er Vache heißt. Oh. Now we are getting to the bottom of this. Paimon ist sogar zu ängstlich, jemandem bösen Namen zu geben. Echt so. So that's why he did all of these experiments. Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? Die Laborberichte tragen seine Unterschrift. Die Stimme im Brunnen muss womöglich von Vignier sein, ja. So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... Was heißt denn heute Abend nochmal 6? Jetzt gleich irgendwann oder später erst? Weil so circa gegen 24 bis 1 Uhr wollte ich pennen gehen. Sagen wir es mal so, Arne. Ansonsten wäre ich gerne dabei. So, als letztes. Wartetag! Wartetag? Ich kann nicht mal rein, unsichtbare Mauer. Fuck you. Hey Kevin. Ja? Soll ich dir mal von meiner lustigen Kundengeschichte erzählen heute? Wenn du es live machen willst? Mir ist scheißegal, ob es live ist oder nicht. Na dann. Sag mir nur, ob du dafür erst die Story da erst noch machen willst, den Text da. Ich höre mir doch dann einen Text an und gut ist. Ja, ja. Mach in Ruhe. Also Arne, dann wäre ich dabei. Wenn es zeitnah ist, dann wäre ich gerne dabei. But the pure stuff can dissolve a human! Paimon will take notes on this incriminating evidence. We've looked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. But... Oh, Hunger. Newton. Yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. Das Ding hat mich aber auch weggeschallert, als gäbe es kein Morgen mehr, Alter. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. Dann erzählen Sie mal. Also, es fing an, es kam heute ein Kunde bei uns hin mit BFK-Wechseln. Alter 5er BMW von 1995, ne? Ich weiß nicht, ob du so ein Auto schon mal hattest, aber der hat den Bremsflüssigkeitsbehälter unterm Innenraumfilter. Kasten. Im Motorraum, muss man dabei sagen. Okay. Den Kasten hat er schon mit Panzertape zusammengeklebt, weil der nicht richtig hielt. Mhm. Ja, Bremsflüssigkeitswechsel alles schön gemacht. Den Kunden 5-mal gesagt, er möchte bitte aus der Werkstatt gehen, wegen Versicherungsgründen und sowas, ne? Ist nicht aus der Werkstatt gegangen. Haben uns irgendwann gedacht, scheißegal, wenn ihm irgendwas auf den Fuß fällt, ist er selber schuld. Ja. Auto fertig, Auto rausgefahren, Bremsflüssigkeitswechsel fertig gemacht gehabt, rausgefahren, Kunden nach vorne geschickt zum Bezahlen. Ja, hat der Kunde dann den Kollegen vorne gefragt gehabt, warum wir denn die Kupplungsflüssigkeit nicht mit erneuert haben. Das ist bei uns eine extra Position, heißt kostet extra Geld für Kupplungsflüssigkeitswechsel. Mhm. Ja, kein Bock auf Diskussion gehabt, das Auto dann nochmal reingenommen, nochmal alles, nochmal geguckt, Kupplungsflüssigkeit wollten wir nochmal tauschen. Der Nippel saß fest, also die Lüfterschraube war verstopft, nice. genau, weil da auch schon kein Plastikstopfen hinten drauf war. Ja, gut, okay, das ist Ja. eher so Bei dem- Semi-Grund für sowas, aber ja, okay. Bei dem Auto, wo der Dingen saß, da ist jedes bisschen Dreck reingeflogen. Also, das kann wirklich schon der Grund gewesen sein.
Ne? Aber mal davon ab, ich habe dann natürlich Kupplungsflüssigkeit gewechselt gehabt, kam nichts raus, Kunden gesagt, entweder neuen Lüfterschraube rein oder komplett einen neuen Geberzylinder, ne? Ja, hat er gesagt, okay, alles klar, ich Auto runtergelassen, unser Bremsflüssigkeitswechselgerät abgeklemmt, Kasten wieder reingesetzt gehabt, hab natürlich das alte Panzertape benutzt gehabt, ne, zum wieder festmachen. War natürlich nicht richtig fest. Ich wollte Haube zumachen, der Kunde hatte natürlich seine Finger dazwischen. Der so, pass doch mal auf, ich habe meine Finger hier zwischen. Dabei muss man sagen, ich war schon abgefuckter wegen, dass er nicht rausgegangen ist, der Kunde, die ganze Zeit. Genauso wie unser Werkstattleiter, der hat das nämlich mit mir zusammen gemacht gehabt. Ja, die haben doch nichts zu fummeln, wenn man da gerade dran ist. Richtig, ich wollte Haube zumachen, das Auto wieder rausfahren, der hatte seine Finger dazwischen und hat dann gesagt gehabt, ja, der Kasten ist aber nicht richtig fest, ne? Ich schon mit so einer Laune gesagt gehabt, ich hole jetzt das Panzertape, ich mache das jetzt nochmal fest. Wenn es dann nicht genügt, dann weiß ich auch nicht. Panzertape genommen, das Ding nochmal festgemacht und sowas, so wie ich meine, dass er doch hält. Kunde sagt, das ist aber immer noch nicht richtig fest. Ich den Kasten komplett rausgerissen, ihm vor die Füße geworfen, mach die Scheiße selber, verpiss dich und gehe das nächste Mal in eine andere Werkstatt. Ich hatte so eine scheiß Laune, ich war kurz davor, den Kunden in der Fresse zu schlagen, ne? Der Werkstattleiter hinter seinem Meisterpult einfach nur voll am Totlachen, der lag auf dem Boden und hat sich bepinkelt vor Lachen. Kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ah, so geil, ne? Der Kunde natürlich dann, wie reden Sie mit mir? Ich zu dem, ich rede so mit Ihnen, wie Sie die ganze Zeit dann dumm daneben stehen, während man Ihnen 5000 Mal sagt, Sie mögen bitte draußen warten. Also ist das nicht mein Problem. Wenn Sie irgendwelche Probleme mit Ihrem verfickten scheiß alten Möhre haben, dann gehen Sie woanders hin. Oder fahren Sie direkt nach BMW. Zu uns brauchen Sie nicht mehr kommen. Ich Auto rausgefahren, Kunden weggeschickt. Ja. Der hat mich so maximal aufgeregt heute, ne? Das kann ich verstehen. Ich hasse solche Leute. Du sagst dir 5000 Mal, die möchten bitte nicht in eine Werkstatt gehen wegen Versicherungsgründen, dass wenn irgendwas passiert, die nicht versichert sind, ne? Aber nein, die müssen natürlich noch an ihrem eigenen Auto rumfummeln da, ne? Was denen gerade einfällt, wenn das auf der Bühne steht. I hate it. You take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. Nach einer Weile, ah ja. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Fress das kleines Vieh. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Richtig? Then you found her diary. Let's see. Aw, it's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet, too. Oh, Paimon feels even worse for her now. Diese Seite an sich macht sich Gedanken um einen... Wait a minute. Ich hatte diese Vermutung eh schon. Was ist, wenn Navias Vater in Wirklichkeit Vache ist? Bam, 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 bam. Womit dann Navia das Kind von ihr wäre? Oder geht es gerade auf einen anderen Charakter hinaus? Den wir auf jeden Fall kennen. Darf man auch nicht vergessen. Kennen wir den? Blöd, dass ich die Schrift nicht so richtig lesen kann. So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was... Nouvillette. Marcel. Aha! Da haben wir doch wieder! Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? Ich meine, die Schreibweise hat mich tatsächlich an Nouvillette erinnert. Das ist das Schlimme daran. Aber,
Nein. Ich habe mir schon gedacht, dass es auf Marcel hinauslaufen wird. Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. Ja, leider war. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Ah, Papa. so you do know that name. I've merely surprised Magst du mich you'd dann suddenly gleich say the name of umarmen? someone I've never even Wärst du heard denn of. so lieb? Muss ich ja rauskommen. Ich darf da leider nicht alleine hoch. Oh, wow. Chris, hast du nicht. Du schwebst auf dem Schlauch, ich stehe auf dem Schlauch. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ah. Ich muss pipi. Willkommen zu Flachwitze Heaven again. Anzahl der Einwohner 3. Chris, Kevin, Frozen und Kevin. Stimmt, Luca ja auch noch. Einwohnerzahl 4. Oh, ja. Anzahl der Meinst du, ich soll- Kevins, Okay, das kann ich jetzt wirklich nicht lesen. Meinst du, es lohnt sich nochmal für mich, Genshin anzufangen? Wobei Tobi es auch geschafft hat, tatsächlich in Sumeru nachzulegen. Also, vielleicht, wenn du Bock drauf hättest. Stimmt, Chris hat es auch geschafft. Der Typ hat mitten in der Summe aufgehört. Er ist schon wieder voll up to date. Ach, Chris hat auch kein Leben. Stopp, was? Stopp. Am Ende von Inazuma. Ist egal. Anfang von Sumeru. Okay. Okay, mach was anderes. Nehmen wir Fabi als Beispiel. Fabi payt auch ordentlich Geld rein. Das Problem ist, hat er tatsächlich nicht. Also, Nein. noch nicht. Ach, hat er immer nur erzählt, dass er da so viel Geld reinbuttern will, oder was? Fabi wartet schon sehnsüchtig darauf, dass ein Raiden-Gebet Reroll kommt. Und sobald er von mir die Information hat, ey Fabi, Raiden ist in den Gebeten, dann macht's Katsching bei mir, Hoyo. Also ist er ein Raiden-Simp. Ich habe noch nicht viel Geld reingehauen, ne? Das ist richtig, noch nicht. Naja, also erstmal gibt's ja die neuen Chars. Das heißt Raiden-Sims. Raiden ist halt toll. By the way, was für eine Vision hat der CJ? Chief Justice. Ich glaube gar keine. Ich meine, den gibt's auch gar nicht als Charakter. Lüge, Fabi, Lüge. Was ich bis jetzt so von dir und Genshin mitbekommen habe, ist eine klare Lüge. Ich mach Raiden einfach nur, weil sie wild ist. Ja, das stimmt. Na, das ist auch nicht so richtig, Chris. Ich meine, gut, die meisten auffälligen Charaktere kommen auch. Fast alle. Aber die 11 kommen komplett nicht. Außer einer. So. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Es gibt auch in Liyue, Inazuma und sonstigen diverse Charaktere, die einzigartig sind, aber trotzdem niemals erscheinen werden als Charakter. Wanderer war nie ein Fatui. Er war nie ein Teil der 11. Deswegen heißen sie auch die 11 Harbingers. Er war der 12. Und Tataglia ist der einzige, der rauskam. Il Dottore wird niemals kommen. Hier, The Puppet wird niemals kommen. Der absolute Obermacker wird niemals kommen. Der komische Pinguin wird niemals kommen. Oh, ja, ich höre auch Bruder.
Ist ja gut, Kehr. I was waiting for you to say that. Außerdem bin ich ein Lehrahne. As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect Irgendwas they Neues bei found the Prime crucial Gaming. evidence. Irgendwas Schönes. Ah, Destiny gibt's was Neues. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. Huh? We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Vignier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. Hey, no one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Arne, an der Stelle hatte Luca sie gebeten, dass, wenn sie fertig sind, ihn hochzuziehen. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go, I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. I promise. We made a promise. Vignier.
Please, Vignere, don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named... FBI, open up! Ernsthaft, Arne? Das Timing schon wieder. During an underwater expedition, Vignere accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Na dann. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignere back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. FBI, open up! Ich find's gut, dass es so lange braucht zum Triggern. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. Das war aber ein schwacher The Applaus, Leute. oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards! Take Vacher away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves! Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama?
The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to, so if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. That's not funny. Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. Furina, hast du da was mit zu tun? So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! Sweet. Final form, let's go. I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Wieso habe ich das Gefühl, dass Novelette vielleicht am Ende des Tages ein getarnter Fatui ist? Auch eine Idee mit Canria. Den Ansatz habe ich auch ganz übersehen. Das würde auch die Augen erklären.
Na gut, das ist ja in beiden Cases der Fall, ne? Ob es jetzt ein Fatui, also ein getarnter Fatui ist oder ein Kanurianer, die haben ja beide keine Visions, das ist richtig. Wobei man zugeben muss, stimmt auch nicht ganz. Wir kennen einen Kanurianer, der eine Vision hat. Nein, haben sie eben nicht. Das ist ja der Witz dahinter. Dotora hat keine. Scaramouche hatte keine, wenn du ihn meinetwegen zählen willst. Und die anderen haben auch alle keine. Die haben keine Vision. Die haben eine Delusion, ja, aber keine Vision. Der einzige, der eine Vision hat von den Fatui, ist Tartaglia. Genauso wie auch La Signora nie eine hatte. Keiner von denen hatte hier eine Vision. Und der eine Kanurianer, den wir kennen, der eine Vision hat, ist zum Beispiel Kaya. Ist auch aus Kanuria. Und das sogar inzwischen storytechnisch bestätigt. Nach langem. Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Ja, das wird... Why are you looking at me? I had nothing to do with it! I don't know what happened there either! Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? Kommt langsam raus, dass die Entscheidung vielleicht doch durch Furina kommt und Furina sich nur denkt, weißt du was, Tartaglia? Fick dich, meine Vision kriegst du nicht, ich sperr dich ein. Because she knows the plans of the Fatui. She says she has no idea either? But that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment! If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable! All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Novelette ist ein upcoming playable Hydro character in Genshin Impact. Und im nächsten Update. Okay. Now, having said that,
Although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. Alright. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff, so he should have known he'd go to prison someday, right? Wahrscheinlich war er nicht schuldig für das, was er gerade getan hat, aber für viele andere Dinge so. Gut, dass nur Violetta gerade steht. Schwierig. Oh, Monsieur Neuvillette! That power you showed when you took him down. Who are you really? I'm the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a mockery of justice. Oh lol, 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 lol. Warte mal. Leck mich. Ich will den normalen Fotoapparat. Scheiße. Auch nix. Ah nee, doch nicht. I mean, I've tried.
Nope. He has no vision. Top on his feet. Nowhere. No vision at all. Wo ist eigentlich? Ernsthaft? Haben sie in der Cutscene wirklich hier etwas angezeigt, was gar nicht existiert? Wow, ich bin enttäuscht. Ach nein, da oben. Komm ich da hoch? Ich will da hoch. Kann ich ja klettern? Kann ich hier klettern? Bitte Fang? Nein. Ah, warte mal. Right, ich weiß, wie ich da hochkomme. Nouvillette ist aber nicht der Archon. Scheiße, Katze. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey, Traveler! Entweder willst du gerade darauf hinaus, dass der Archon ein Duo ist, oder dass sich Furina nur als Archon ausgibt. Wobei ein Duo-Archon gar nicht mal so abwegig ist, wenn man bedenkt, dass tatsächlich Inazuma auch mal 2 hatte. Raiden May und Raiden... nicht Raiden May. Raiden Makoto und Raiden A. Waren ja beide die Archons. I mean, you could be on point. Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list! No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Allein diese Aussage schreit schon wieder nach Khan Rihanna. Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. Bin ich ja mal gespannt, ob er Winnie oder wie auch immer sie heißt, nochmal sehen kann.
Is this the place? Auch You gut. said she's here, but what do I need to do to see her? Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Vache! Ah! Yes, that's it! So you heard it too! Vignier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache? I'm here! I'm here! Where are you, Vignier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Vignier, is that you? It's me, Vache! Vignier! Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vignier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. Ouch. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vignier. Who are you? You're right. I am not Vignier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vignier. Why? But then, where is Vignier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignier's, she has had nothing but pure hatred for you. No! Vignier!
She can't hate me. Let me see her, please. Have mercy. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Drown. Oops. Karma's a bitch. It's raining again. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? In Form von, du willst einen Charakter haben, weil Zweihänder und Geo und cool? So, Noel in besser? Maybe? Oder Albedo mit einer nützlichen Waffe? Hust. Na gut, den kann ich verstehen, aber leider bin ich voll eingenommen von... Chlorint. Ich meine, sie kann mit meinen 2 Top-Ladies nicht mithalten. Weil Beidou ist auch schon stark in den Hintergrund gerückt. Ich meine, Beidou ist cool und so, ne? Aber Lisa und Rain sind halt schon... Uff. Aber ich glaube, mit den anderen beiden würde ich mich auch zufrieden geben. Nee. Na. Die soll sich schön weit... That's the thing. There's a little grain of sassiness too much. Die soll mit ihrem kleinen Hundewelpen rumspielen. Nun. Eine Sache, die mir spontan auffällt. Mal wieder. Ich habe noch keine Elektromommi aus Sumeru. Sumeru hat mir noch keine Elektromommi gegeben. Bin dezent enttäuscht. Da bin ich jetzt mal gespannt. He's not even an Electro Daddy. He's an Electro Boyo, if you consider it correctly. Oder einfach nur Razer in cool. Elektro Emo Boy. Ah, okay.
I take that. It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the court since then. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. Talking in HoYoLab Memes, check. Top-Memes schlechthin, wenn es um Elektro-Boys geht. Razor and Cool, aka Sino. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like to hear. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. Dori ist zwar eine coole Sau, ja? Also, bei Dori kann man nur sagen, Viva la Dealer. Ja? So, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, Cookie ist immer noch aus Inazuma und Leoy. Das ist schon mal Punkt A. Und Punkt B, wir haben vorhin schon drüber geredet. We're not talking about Electro Girls, we are talking about Electro Mommies. Wenn es danach geht. Aber was meinst du mit menschlicher Charakter? Meinst du jetzt so ihre eigentliche Persönlichkeit? Ach so, okay. Ja, das, ja, weiß ich. Ist mir bewusst. Das weiß ich auch. Ob du es glaubst oder nicht. Ich lese auch zwischen den Zeilen bei den Charakteren. Ich lese mir zwar nicht deren Geschichten durch, aber ich weiß, wie sie sich verhalten. In allen möglichen Lagen und allen möglichen Events. Und man hat gemerkt, dass Cookie nicht unbedingt diese Draufgängerin ist, die sie darstellen will, oder einfach diese Aufpasserin, sondern eigentlich ganz lieb und zierlich und hintergründlich ist. Hat heute gelernt oder wieder erfahren, dass Kolai ein Analphabet ist. Ah, that's interesting. Würde man auch zwischen... Ja, doch, ja, doch. Ich glaube, da war was. Da war was, ja. Doch, da war was. Stimmt. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. Nein. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be fair, though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wishes finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Oh, and in other news, I also took Clarand out for a meal. Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vachey's headquarters, Clarand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her.
I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great! Paimon also thought Clarend wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him to this day. That includes me, too. Miss Navia. Indeed. We want to go too! We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. Da ist wohl jemand unglücklich. Urina? Was ist los? This is where my father's grave is. To be perfectly honest, even I haven't been back here for a long time. Huh? There's someone there already. Wait. That figure. It can't be... Clarend, hallo. Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? What? Huh? Navia? My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Nervalette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my
strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Ah, so Navia and Neuvillette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Huh? Oh, Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. Sie mal wieder zum Mobben, ist mal wieder schön. Ja, ich war so überrascht. Gut zu wissen, dass Cola das beim Kartenspielen sagt. Und, ja, wenn Navia 1 kann, dann das. No, she's not. She is not. Anyway, Neuvillette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? Paimon's really sorry, Navia, but Paimon did something pretty disrespectful just now. What are you saying, Paimon? I don't think I get it. Emergency food. Well, aren't you not supposed to fly around someone's grave? Huh? Who told you that? Trevor, why did you mess with Paimon again? Gotcha! So, Neuvillette. Saran, was ist Phase? Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see. Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. So, at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea, but what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vacher discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? Batui-Zeug ist ein guter Einwand an der Stelle. Und ich glaube, in die Richtung wird das auch gehen. Die Frage ist halt nur, wer hat die Finger im Spiel? Also, Tartaglia wird es wahrscheinlich nicht sein. Es wird langsam ein bisschen zu viel Appearance für ihn. Also, es wird mal langsam Zeit für andere Leute.
Lustigerweise wird das ein Clash innerhalb der Fatui sein. Weil da gibt es ja so eine bestimmte Person, Alecino, die ja selber keinen Bock drauf hat, dass das passiert. Naja, er ist irgendwie schuldig im gesamten Fall. Die Frage ist halt nur, inwiefern. Es kann ja auch sein, dass, da er ja zu der Bank gehört und der eigentliche Chef der Bank ist, dass er vielleicht die finanziellen Mittel für Vache irgendwie geboostet hat oder so. Oder vielleicht hat er ja auch den Vertrieb von hier Dings zu verschulden. Ah, wie heißt es noch gleich? Synth. Ja, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass nicht noch andere Leute involviert sein können. Weil im Endeffekt reden wir an der Stelle auch von einem, wenn man wirklich die Sache verfolgt hat, auch diese ganzen Aussagen über das, was alles rausgefunden wurde über Synth, reden wir hier gewissermaßen auch von einem Drogenkartell. Dessen Kopf jetzt einfach nur abgeschlagen ist. Belastend. Und wer weiß, vielleicht war da ja auch Tartaglia mit involviert. Who knows? Womit es ihn schuldig macht. Gut, kann natürlich auch sein, dass er aufgrund seiner Wasserfähigkeiten vielleicht das Primal Water ein bisschen manipuliert hat. Granted. Oder dass aufgrund dessen, dass er seine Macht von seinem komischen Wasserwal da hat, dass er damit zu tun hat. Aber ich glaube nicht. My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, with her time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? Your sibling, another blonde-haired traveler. I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If she ever stepped foot in Fontaine, I'm sure she followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epiclese. Is there anything else you'd like to ask me about? Ich würde gern...
Ich habe alles. That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right! It was Lenny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. 2 parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to ask me about? Ich habe echt die 2 übersprungen. Ich dachte echt, die habe ich Very wieder well. laufen lassen. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memoria. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. All right. You've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. Und stimmt, das mit der Vision habe ich ganz vergessen, dass wir die noch haben, ja. Ob wir damit Scheiße bauen, so. I guess we could technically do that. Ah! Fuck! Ja, an der Stelle natürlich, danke für das 6 Monate, aber auf einen Zug. Ehrenbruder. Muss sich ja lohnen. Ja, richtig. Und hey, Emoji-technisch, funktioniert das auch ganz gut. September und so. Ah, okay. Aber auch kurz vor Schicht, ne? Also September ist auch nicht mehr so lange. Raiden! God damn it! Gib's jetzt auf. Ist egal. Meh. Will nicht mehr. We will come back to that one on another day. I will get you. Yes, indeed! Ich fühle die Aussage gerade so hart. Definitiv. Wobei man allerdings noch einen weiteren drauflegen muss. Das machen wir jetzt mal anders. Tatsächlich, indem wir den hier machen. Es ist ja nicht nur Objection. Es ist ja auch der hier. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion.
I stand before it, alone and unchanging. Mich will gerade mein eigener Stream-Hops nehmen. Warum zum Fick habe ich in Streamlabs OBS nicht mehr die Rechte in meinem eigenen Chat Kanalpunkte oder Emojis zu verwenden? Was ist das denn? Okay, warte kurz. Ah, ist das dumm. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Geht es jetzt? Jetzt geht's. Das passt ja auch, weil wir mussten ja, ne? Zusammenschmeißen. Und mit dieser Helmenttäuschung zurück ins Set. Peace.